bleiben bitte. Attention, stay back. Früher war immer so eine Ansage, Achtung, die Gangway wird bewegt. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen internationaler. Ja, ja. Aber früher gab es ja auch Ansagen im Elbtunnel, bitte fahren Sie schneller. Das haben sie dann leider auch irgendwie. Ja, also das war früher, da kam dann so eine laute Durchsage. Sie behindern den nachfolgenden Verkehr, bitte fahren Sie schneller. Aha, und heute wirst du weggeblitzt wie nichts Gutes. Ja, heute hast du das Problem, dass du immer diesen Phantomstau hast. Die Leute fahren ja in den Tunnel rein, bremsen ab und ab der Mitte des Tunnels löst sich das alles auf. Moin ihr Lieben! Ja, moin zusammen! Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe den Stream ein bisschen eher gestartet, weil es hier gleich schon wieder Schlag auf Schlag geht. Ja, wir haben einiges zu quatschen auch. Ben hat heute noch ein paar Flugstunden hier bekommen. Ben lernt fliegen, ne? Ben lernt fliegen. Vielleicht können wir nachher auch schon mal sehen, was du so gelernt hast. Ja, mal gucken. Also wir haben eine AIDA, die rausgeht. Da kommt gerade ein Containerschiff. Ja. Wir haben einen Schlepper, der losfährt. Und wir haben heute mal wieder eine Kamera auf dem Schlepper. Ja, ein Träumchen, oder? Ein Träumchen, oder? Und bestes Hamburger Wetter. Ja, und ich Idiot habe natürlich gar nicht auf die zweite Kamera geschaltet. Weißt du, eigentlich dachte ich, wir sind die ganze Zeit drauf, aber... Ja, dann machen wir das mal. Machen wir das nochmal. Also schön, hier sind wir. Too much cameras. Too much cameras. Ja, das ist halt das Problem, wenn man einfach zu viel Technik hat. Ach naja. Ach naja, ganz genau. Was soll's? Ganz genau. So, jetzt gucken wir aber mal, ob die Schlepperkamera online ist. Achtung. Achso, okay. So. Wir fahren mit auf Fairplay 95 und haben wir schon lange nicht mehr. Ja, aber lange nicht mehr. Sieht aber top aus, ne? Also ich muss sagen, da hat der Philipp aber ganze Arbeit geleistet, die ist akkurat ausgerichtet. Oh, das kann Philipp. Der Schlepper fahren kann er auch. Ja, absolut. Und die spannen gleich an der GSL Teger. Das heißt, das ist das Schiffchen, was hier zu unserer Linken reinkommt. Ja, aber sieht cool aus. Also absolut, oder? So, Schlepperkamera, da haben wir sie. Fahren wir mit. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Auf Fairplay 95. Finde ich gut. Finde ich richtig cool. Drückt mal die Daumen, dass das Wetter hält. Ich glaube, Regen schrappt so ein bisschen an uns vorbei. Ja, Regen wollen wir nicht. Ja, Regen wollen wir auf gar keinen Fall. Ne? Das haben wir eben schon gehabt. Drohne im strömenden Regen gelandet. Paddy sagte vorhin, ach, so ein bisschen Regen kann sie ab. Flieg mal weiter. Ja, ach, das Guide. Ging's los. Das Guide. Moin. Moin. Martin ist auch da. Hi, mein Lieber. Na? Grüß dich. Hallo. So. Ja, wer das noch nicht kennt, wir haben das vor einiger Zeit öfter gemacht und dann mussten wir da noch mal so ein bisschen dran basteln. Wir haben jetzt die Technik auch von der Schlepperkamera noch mal so ein bisschen überarbeitet. Dann passte das zeitlich zwischendurch halt ein paar Mal nicht mit Philipp. Ja, und jetzt sind wir aber voll dabei wieder hier auf Fairplay 95. Ich hoffe, das Bild hält. Ich hoffe, es kommt auch in einer guten Qualität rüber. Schauen wir mal. Aber wenn eine Kamera ausfällt, haben wir ja noch 5 weitere. Wir haben Auswahl. Das Schöne ist, jetzt muss ich gar nicht auf die Drohne ausweichen, wenn wir die Schlepperkamera haben. Ja, ist doch perfekt, oder? Ja. Ach, Drohne kommt auch noch genug zum Einsatz. Aber das genießen wir jetzt erstmal. Also ich denke mal, viele Zuschauer, die kennen das auch noch nicht. Weil das halt jetzt, wie gesagt, ein paar Monate hatten wir die gar nicht. Und diese Bilder einfach, wenn der Schlepper anspannt. Ich weiß auch gar nicht, ob die vorne auf die 1 gehen oder hinten nach dann. Und wir haben die 47.000 Abonnenten übrigens. Echt? Ja, cool. 47.000 haben wir. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz lieben Dank an euch alle. Ganz, ganz lieben Dank. Ist natürlich nicht im Stream passiert, sondern irgendwie in der Nacht. Wie es denn so ist, ne? Ja, wie das so ist. Wie das leider so ist. So. Hier müssen wir noch mal rein. Na, guck mal, da hinten ist auch so ein kleiner Rußer noch dran. Den haben wir vorhin auch gehabt. Ja, wer ist denn das? Ist das der Tiger oder Otto Laufer? Oder wer fährt denn da eigentlich? Für meine Reichweite war der vorhin einmal zu weit weg. Okay.
Ja, ich glaube, das Anspannen werden wir nicht direkt hier vorm Bubendeiufer sehen. Ich glaube, die geht zum Containerterminal Altenwerder, die GSL Tegea. Ich hatte sie auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Plan. Ich dachte eigentlich, dass wir mit der AIDA anfangen. Und dann hatte Philipp aber geschrieben, ja, wir sind gleich an der GSL dran. Aha. Und deshalb habe ich jetzt auch so ein bisschen Holter die Polter gestartet. Ansonsten hätte ich die jetzt eventuell sogar ausgelassen. Aber das ist eigentlich ein schöner Beifang. Also das kann man machen. Absolut. Absolut. Von rechts kommt auch noch was, auch noch ein Fieder. Ich habe so das Gefühl, das geht heute wieder Schlag auf Schlag. Ja, es ist heute wieder einiges los. Aber wo ist denn die 95 eigentlich? Ich sehe den noch gar nicht. Da kommt, glaube ich, Peter, ne? Von rechts. Michel kommt. Oh, da hinten, da geht aber ordentlich was runter, ne? An Wasser. Ja, aber wie gesagt, wenn wir Glück haben, ich schwenke da mal rüber. Wenn wir Glück haben, schrappen wir da dran vorbei. Ah, und da kommt auch Fairplay 95. Bitte? Ja, die Rippiraten, die müssen heute, die hatten gestern genug Aufmerksamkeit. Jetzt geht es erstmal gleich auf Tuchfühlung. Da kommt die 95. Michael geht hinten ran. Oh, was ist hier los auf dem Wasser? Ja, ja, aber richtig Halligalli, du. Und Wasser von oben, glaube ich. Ja. Soll ich gleich mal den Schirm aufspannen? Du? Noch geht es. Noch geht's. So 5 bis 10 Minuten müssen wir durchhalten mit dem Wetter, dann soll es eigentlich ganz gut aussehen. Und dann werden wir uns auch irgendwann um den Chat kümmern, ihr Lieben. Wir müssen euch jetzt mal einen Moment missachten. Ich hoffe, wir können das mit tollen Bildern wettmachen. Ja, also Fairplay 95 geht an die Position 1. Spannt jetzt an. Geht also auf Tuchfühlung mit der GSL. Da kommt der Lotse. Der Tiger ist es. Der kleine Räucherhahn ist da hinten. Ah, okay. Ja, aber die Jungs, die arbeiten bei Wind und Wetter, ne? Absolut. Das ist denen völlig egal. Absolut. Hier sehen wir das Ganze noch mal Ja, von das ist außen so ein bisschen im Bild schiedlich da im Bild. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber Also ich so ein mach bisschen mal, Schirm wäre nicht so ich verkehrt. wollte gerade sagen, ne? So ein bisschen proaktiv. Können wir mal den neuen Schirm einweihen? Oh, stimmt, ich habe da was gelesen. Du hast einen neuen Schirm, ne? Ja, den alten, den habe ich leider gecrasht. Da wollen wir hoffen, dass der ein bisschen länger hält. Ja.
Darf ich so tun? Ja, ich glaube aber, wenn du auf die andere Seite kommst, geht es noch ein bisschen besser. Ja, ich komme mal auf die andere Seite. Ja. Ist Ihnen das so recht? Noch nicht ganz. Du darfst gerne, also es geht in erster Linie ums Equipment, nicht um mich. Da ist gerade der Tiger vorbei. Ja, und auf Fairplay 95 geht gerade die Schleppleine hoch. Ah, da hinten in Hamburg siehst du nichts mehr, ne? Nee, also da ist jetzt wirklich gerade super einmal. Aber es ist echt nicht viel. Es ist nicht viel. Ich glaube, wir überstehen das ganz gut. Ich glaube, du musst doch auf die andere Seite, because of the wind. Ja. Weil der hier so schräg Das rein. pustet ganz gut. Ja. Junge, Junge. So, nicht, dass ich im Bild bin, das geht aber, ne? Ja. Nee, wir sind ja auf der Schlepperkamera. Also Ach so, im Grunde genommen auch super. müssen wir hier momentan nur das Equipment ein bisschen schützen. Fanblade sehe ich gerade. Ist die Kamera nur über Hamburg Hafen Live verfügbar? Ja. Das Schlepperkamera ist Exklusiv. exclusive. Die ist sonst nicht zugänglich. Wir haben ein extra langes WLAN-Kabel, haben hier eine riesige Rolle und ja, die wickeln wir jetzt nach und nach ab. Ist so ein bisschen wie die Winde, wie die Seilwinde. So ähnlich ist auch das WLAN-Kabel, was wir hier abrollen und was quasi durch den ganzen Hafen gespannt Ja, ist. müssen wir Philipp nur rechtzeitig Bescheid sagen, dass er den Stecker zieht, nicht, dass er den ganzen Ponton noch mitnimmt hier. Ja, Nicht? Das wollen wir ganz auch. genau. Ja. So, bevor das nachher wieder zu viel wird, muss ich hier mal ganz schnell anfangen, ein paar Danksagungen rauszuhauen. Hansi, ich danke dir für 2,49. Ahoi, ihr wisst Bescheid, ein Stream ohne Hansi und so weiter. Jawohl, der Friesenjunge ist seit 4 Monaten dabei auf Twitch. Genauso wie Seren. Moin, mein Lieber, auch seit 4 Monaten dabei. Seren haut auch gleich einen 5er-Pack an Subs raus. Ich danke dir. Micha, eine verschenkte Mitgliedschaft. Hansi nochmal mit 2,49. Und einem Ahoi und nochmal lieben Grüßen. Die Bande aus Wasserburg, Anja und Danny sind da mit 2 Euro. Dankeschön. Hessenblitz, 10 Euro mit einem Gude aus Biebrich am Rhein. Dann haben wir Beate, die seit 13 Monaten dabei ist. Schön heute wieder live dabei und so viel los im Hafen. Ja, es ist wirklich viel los. Also das geht hier Schlag auf Schlag. Annette Wasner ist mit 2 Euro dabei. Der Leon mit 5 Euro. Sensationell, Hamburg Hafen Live ist live und im Oktober geht es nach Hamburg. Virtual ist mit 10 Euro dabei. Hoffentlich wird es nicht zu nass. Noch ein extra Dankeschön an Tanja für den Schlüsselanhänger. Ja, Virtual war gestern direkt vor Ort. Schön, dass du da warst. So, ich kann euch ja jetzt noch mal gerade zeigen, hier auf der Hauptkamera, was wir für eine Suppe da gerade haben. Also, mal gucken. Aber es sollte gleich auf jeden Fall aufklaren. Dijo verschenkt eine Mitgliedschaft. Dijo, ich danke dir vielmals. Und Stilga ist auch da, 13 Monate schon. Paddy macht den Hey Lücht. Chris, 25 Monate. Chris, moin. Schön, dass du es geschafft hast, heute live dabei zu sein. Danke, danke. Ja, sensationelle Bilder. Ich finde auch, also diese Perspektive von der Schlepperkamera ist irgendwie immer toll. Na, wird es schon weniger mit dem... Ja, 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 dribbelt nur noch ein bisschen. genau. Also ich hoffe, der Regen, der da hinten durchzieht, der bleibt da auch. Ja, es sah so aus, als ob das wirklich hier an uns vorbeischrammt. Gerne nur strichweise Regen, ne? So wie Hagel. Ja. Ja, wir fahren mit bei Fairplay 95 einmal Richtung Containerterminal Altenwerder. Ja. Alle Dude. Ja. Alle Dude. Krass, ne? Wenn man das hier aus der
Ferne sieht, das Bild, das hat schon was von Edgar Wallace. Ja, ein bisschen spooky, ne? Ja. Ihr könnt ja ein bisschen schauen, wenn die AIDA rausgeht. Ja, erzähl mal, was haben wir heute gemacht? Ja, du, wir sind... Ich hatte ja gestern schon angeteasert. Ich bin heute geflogen. Ich hatte Unterricht. Naja, Unterricht. Nee, also war cool. Wir haben uns heute verabredet hier so ein bisschen am Bubendei, weil ja, so richtig zum Fliegen kam ich in letzter Zeit auch nicht und hatte mal wieder Bock drauf. Und es ist natürlich cool, wenn du selber nicht ganz so viel Erfahrung damit hast, wenn jemand daneben steht, der das eigentlich schon seit zig Jahren macht und dann mal sagen kann, so mach mal mehr so oder das, ne? Achte mal darauf und darauf und jetzt such dir mal was und dann leg mal los. Und also das ist schon was anderes, als wenn du einfach nur selber rumdokterst und schaust, dass du es irgendwie hinbekommst, als wenn du noch jemanden daneben hast, der dann nochmal mit drüber schaut. Ich finde, man braucht immer eine Aufgabe beim Drohnefliegen, weil das Ding in die Luft zu kriegen, ein bisschen vorwärts, rückwärts, hoch und runter, ein paar Pirouetten, das ist super einfach. Das machen die Dinger fast von alleine. Aber du brauchst halt dann eine Aufgabe und musst dir ein Ziel suchen. Du musst halt irgendwie ein Schiff oder ähnliches, was du auch wirklich mit einem schönen Flug filmen möchtest. Das ist dann die eigentliche Herausforderung. Ja, ne? also schön fliegen letztendlich. Ne? Also, Genau, ja. das Schönfliegen, das ist letztendlich dann... Aber da hinten lockert es auf. Siehst du es Absolut, auch? ja. Ja, also es war heute echt spannend. Und was ich schon zu Patti gesagt habe, ich hätte schon viel früher damit anfangen müssen. Also ich habe das die ganze Zeit irgendwie verschmäht, dachte, ach komm, das brauchst du nicht, wozu denn auch? Aber wenn du erstmal damit angefangen hast und wenn man sich damit befasst, dann macht das schon verdammt Spaß. Und es ist erstaunlich, was diese kleinen Dinger so abkönnen. Ja. Also ich habe sonst immer geschaut, dass ich so bei maximal irgendwie 1-2 Windstärken fliege, weil ich überhaupt gar keinen Bezug zu diesem Gerät hatte. Ne? Und halt logischerweise auch kein Vertrauen, wusste nicht, wie verhält sich's. Und heute ist ja doch ein bisschen windiger. Geht gut. Ja, ne? Also die können eigentlich ganz gut was ab, diese kleinen Dröhnchen. Also selbst die Mini, die du jetzt hast, das funktioniert ganz gut. Ja, vielleicht kannst du es uns ja nachher mal vorführen. Ja, mal bei einem gucken, der ne? Schiffe. Dann darf der Chat entscheiden. Ja, kann das bleiben oder kann das weg? Genau. Ich glaube, ich würde den so langsam wohl einpacken, oder? Ja, Was pack doch mal denkst ein, den Schirm. Oh, näher. Nee, ich glaub nicht. Nee, noch nicht. Netter Versuch, Ja. lassen wir. Annette verschenkte eine Mitgliedschaft. Danke. Na, Icke erst. Schreibt sensationell. 6 Monate dabei. Herzlichen Dank, mein Lieber. Die Rea haut 1000 Bits raus. Und cool wäre es, ein Costco-Horn zum Geburtstag. Ich habe gar kein Costco-Horn. Aber Rea, auf jeden Fall ein herzlichen Glückwunsch von uns. Also ich kann leider kein Costco-Horn. Also was ich dir anbieten kann, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist das OOCL-Horn. Mein Hund und ich ist mit 2 Schweizer Franken dabei für das tolle Hamburg Hafen Live-Team. Und Seren völlig verrückt. Eine Subbombe, 20 Dinger. Mann. 20 Dinger. Junge. Mann, Seren. Ein dickes Dankeschön. People are not robots, auch ein schöner Name. 5 Euro Superchat. Bleibt wie ihr seid und was ihr auf YouTube so Livestreams, das ist echt cool aus Hamburg mit Schiffen und so. Bleibt weiterhin dran. Ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Es macht uns ja selber auch Spaß. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch, manchmal ein bisschen drunter und drüber. Aber das macht das Ganze ja auch charmant. Absolut. Ich muss da mal gucken und die Akkus, glaube ich, sicherstellen. Nicht, dass da einer klebrige Finger hatte. Aber hier wird nicht geklaut am Bubendei-Ufer. Ich guck mal okay. gerade. Ich glaube, du kannst den Schirm zumachen. Ja? Ja, das sind so wenige Tropfen jetzt noch. Das ist so minimal. Ich muss gleich mal das Putztuch rausholen.
Hier sind doch ein paar Sachen nass geworden. Ach, das ist lieb, danke dir. Sehr, Oh, sehr das ist aber ein aufmerksam. Service hier, du. Hältst meine Tasche trocken, finde ich sehr geil. Ja. Hauptsache trocken. Das Gute ist ja, unser Kameramann sitzt heute auf dem Schlepper. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht jetzt hier um die Kamera kümmern. Ja, läuft einfach, ne? Läuft einfach. Hast Funktioniert einfach so. Hast du so Clipse oder was dafür, damit das nicht wegfliegt? Oder? Nö, habe ich natürlich nicht. Ich wollte das nur Ach, einmal braucht ja hier auch so. kein Mensch. Ja, ja. Nein, das geht eigentlich alles, ne? So. Dann werde ich mal die Powerbank, hätte ich fast gesagt, das ist ja schon Powerklotz, der da hinten steht. Da kannst du ja zur Not auch jemand mit erschlagen, wenn er dir dumm kommt. Ich sammle das mal schnell ein. Flussmöwe ist auch seit 11 Monaten dabei und haut auch noch 5 Euro Superchat raus. Flussmöwe, Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ihr seid ihr bitte so lieb und habt ein Auge auf die AIDA, falls die rausgeht, dass ihr dann vielleicht einmal schreit. Captain Plauzes Frau jetzt auch wieder auf dem Fischmarkt dabei. Moin. Und der liebe Schwarzbart-Jürgen, auch schon 11 Monate und nochmal mit einem Moin an Paddy, Moderatoren und Chat. Ja, unsere lieben Moderatoren sind natürlich auch da. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles genau da ist. Auf jeden Fall ist Sebastian Kolze da. Ich glaube, wen habe ich denn noch gesehen? Mensch, Kirsten ist auf jeden Fall da. Schwester Hansen habe ich gesehen. Sind die Stecherts denn da? Antje und Remo. Ich muss gestehen, ich habe eben ganz wenig auf den Chat geachtet. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und uns hier wieder unterstützt, ihr Lieben. Ohne Moderatoren läuft hier ja absolut gar nichts. Ja, hier ist die Frage, wo sind wir denn, auf dem Schlepper oder an Land? Also wir selber Eigentlich beides, ne? stehen an Land. Wir haben aber eine zusätzliche Kamera auf dem Schlepper. Also wir stehen hier, wo wir so gerne stehen, am Bubendeiufer mit Blick Richtung Hamburg. Da seht ihr auch, wie schiedig das da hinten ist. Aber so langsam kommt wieder Struktur in den Himmel. Und zusätzlich haben wir eine Kamera auf Fairplay 95 installiert und dürfen da heute ein bisschen mitfahren, während die GSL zum Containerterminal Altenwerder bringen. Ist einfach mal eine andere Perspektive. Ich glaube, das ist schon echt cool, oder? Das mal so zu sehen, vor allem vorhin, als sie wirklich festgemacht haben. So, hier kommt noch die Baltic Anker rein. Was ist das? General Cargo Ship wahrscheinlich, ne? Oder Bulka? Baltic Ship. Könnte auch ein Tanker sein, ne? Oder? Nee, ich glaube, Oder ist ein Bulka? Nee, ist ein Bulka, oder? Ich glaube, das ist ein Bulka. Oder es geht als General Cargo durch. Seren, du bist echt irre. Mann! 10 Subs nochmal auf Twitch. Gibt es auf Twitch noch jemanden, der noch keinen Sub von Seren geschenkt bekommen hat? Wahnsinn, Wahnsinn. Dankeschön. DK90 Berlin ist auch seit 12 Monaten dabei. Tilt Klaus 16 Monate und schreibt, schön mal wieder live dabei zu sein. Daumen hoch, absolut. Der Lustdorfer schickt 10 Schweizer Franken. Nach 3 Übernachtungen in der Seemannsmission bin ich jetzt in Lüneburg. Auch eine schöne Stadt. Ja, absolut. Ich hoffe, es hat dir gefallen in der Seemannsmission. Wir hatten ja gestern diese schöne Sprachnachricht vorgespielt. Also tolles Feedback von Fiete, von dem Stream, den wir gemacht haben. Also Ja, ist viele doch cool. Spenden, 1500 €, aber auch sehr viele Buchungsanfragen, die sie bekommen haben. Und das freut mich echt. Also das ist echt schön, wenn man dann halt ja, nicht nur schöne Bilder machen kann, sondern halt auch zumindest so ein klein bisschen was Gutes mit dem Kanal tun kann. Das, Ja, aber es das ist- freut mich total. Ist ja auch was für einen guten Zweck, ne? Absolut. Also, das ist schon top. Aber wie leise die Fähre sind. Wahnsinn, ist, ne? Hier die Elektrofähre. Die Elektrofähre, ja.
Lamayana, danke dir für 300 Bits. Mike nochmal mit 2,49 für das doppelte Fischeis. Ja. Petra schickt 5 € per PayPal. Herzlichen Dank. Schwarzbart Jürgen ist nochmal mit 200 Bits dabei. 11 zum 11-monatigen mit 200 Wauzis. Ich danke dir. Dann der Detlef, auch 17 Monate dabei und sagt danke für die schöne und gemeinsame Zeit. Lieben Dank. So, ich glaube, so langsam wird das mit dem Wetter hier gut. Jetzt muss ich gleich noch mal irgendwas finden zum Brilleputzen. Das ist immer schön, so dieser Sprühregen für Brillenträger. Willst du was haben zum Brilleputzen? Ich hätte was dabei. Hast du was? Hast du irgendwie so ein Taschentuch? Ja, was Besseres. Oh. Ja. Ja, die Perle hat auch losgemacht. Da wissen wir ja gar nicht, was wir alles filmen sollen. Aber auf jeden Fall haben wir ja noch ein bisschen, bis die da hinten aus ihrer Ecke rausgeschippert ist. Und hier auf dem Strom, das dauert ja in der Regel ein paar Minuten. Ich hab da mal was. Oh, ein Brillenputztuch. Jo, danke. Dankeschön. Du hast das nicht nötig, ne? Ja, gerade unter der Kölbrandbrücke durch. Fairplay 95. Boah, Jürgen. Schwarzbart Jürgen haut auch noch mal einen Fünfer raus. Und der Jürg. 2 Schweizer Franken. Danke, danke, danke. Dirk Bütow. 1,5 Jahre dabei. 18 Monate. Toller Job. Danke Dirk für die Treue. Und Andi, der Bahnfilmer, für die Entwicklung eines Scheibenwischers für Brillen. 5 €. Ich glaube so, irgendwie so weißt du, wie bei Autoscheiben, Heizdrähte, so unsichtbare. Ja. Aber dann renne ich mit noch einer Powerbank durch die Gegend. Ach, das Kabel muss ja nur lang genug sein. Ja. Ja, interessant wird es, glaube ich, auch noch mal gleich bei Fairplay 95, wenn sie das Schiff drehen. Na, die fahren ja jetzt hinten zum... Ah, okay, so weit sind die schon. Sind schon unter der Kölbrandbrücke durch. Aha. Was ist denn hier los? Wieso fängt das nochmal wieder an? Was soll das? Ja, es ist... Fängt das wieder an mit Ja. Regen? Mann, ey. Ja, Nerven. denn, also wenn wir schon mal dabei Was sind. soll denn das? Du, schöner neuer Schirm. Ja, ne? Ja, Schön eingeweiht, das Ding hier. ja, ein Träumchen. Ja. So, ich komme hier mal näher. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Eigentlich könnte ich die Schleppercam auch von zu Hause streamen. Ja, du lass doch einpacken, ist eh ungemütlich. Packen wir ein, lassen wir weiterlaufen. Was soll's. Ne? Unsere dusseligen Kommentare braucht auch kein Mensch. Ja. Merdiana fragt, wenn ich in die Seemannsmission gehe, bin ich da schon durch den Elbtunnel oder noch nicht? Kommt jetzt drauf an, Das von ist wo jetzt du die kommst. Frage, aus welcher Richtung? Also Seemannsmission Altona bist du auf jeden Fall auf der Nordseite. Richtig.
können, was da abläuft. Ach, fahren die gar nicht hinten rein zum Drehen? Machen die das vorne? Da ist ja auch noch mal ein Becken, ne? Wer schreit da denn? So, dann müssen wir uns gleich für die Perla fertig machen. Ja. Ja, die scheinen vorne zu drehen, ne? Aber ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn du auf so einem Schlepper drauf bist und da kommt ja das Kommando schwer machen und der fängt richtig an zu rütteln, ne? Das ist irre. Mein Lieblingskommando ist ja Lego. Was? Lego, Lego? Lego. Was machen Lass die denn? gehen. Ach so. Leine los. Ah. Leine ist los. Lego. Also Let's Go ist, glaube ich, kurz für Let's Go. Man spart sich so ein paar Buchstaben. Ach, guck mal hier, die GSL Tegea hat ein bewegtes Leben hinter sich. War ER Los Angeles, CSCL Los Angeles, MSC Los Angeles, dann wieder ER Los Angeles, Montevideo Express, dann wieder ER Los Angeles. Oha. Ja, das Kind hat viele Namen. Na? Na? Oh, du, ich halte den Schirm Ja. ganz gut. Das ist so. Da habe ich hier auch Remo was zu schreibt, tun. was hat Paddy wieder angestellt? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Also hier sieht alles aus wie immer. Ich fühle mich unschuldig. Also wir haben ein Bild. Ja, wir können auch hier nochmal. Aber auf der Hauptkamera ist gerade nicht viel. Also die Perla ist noch nicht zu sehen. Kommt langsam in Fahrt. Also können wir noch ein bisschen auf Fairplay 95 bleiben. Ja, folgt den Jungs auch gerne mal auf Instagram. Wir haben da ja so eine ganze Reihe an Links, also sind ja mehrere. Also auch der Basti, Captain Kanzler mit Schrauber Niki auf der 96, die sind auch irgendwo unterwegs. Ach, und Remo schreibt, ach, WS35 ist auf dem Weg zu uns. Okay. Ach so. Ja. Oh Mann, Seren. Seren eskaliert wieder völlig. Noch ein 10er-Pack. Mensch, ich danke dir vielmals. René ist seit 16 Monaten dabei. Gute Entscheidung. Schreibt, bleibt ihr beide mal, wo ihr seid. Die dusseligen Kommentare gehören einfach dazu. Ja, ja, Das nehme ich als Kompliment. Also ich sag mal, wer keine dusseligen Kommentare mag, der ist hier definitiv auf dem falschen Kanal gelandet. Ja, man braucht auch ein bisschen Spaß bei der Sache, ne? Ja. Ja, also Richtung Hamburg sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Aber hinter uns ist Schiete, sagt Fiete. Da ist ganz schön viel Wasser in der Luft. Ja. Ich hoffe, das liegt alles hinter uns. Ja, hinter uns sieht's ein bisschen wild aus. Da ist es. Ja, da ist es, das Bild. Ja, die Da Fähre kommt aus die dem Nichts. Hamburgensie. Vicky nimmt uns mit zum Kochen. Was gibt's denn? Ich hatte heute schon lecker Nudeln mit Bollo. Oh, Was ich heute Morgen hatte, darf ich bestimmt wieder nicht erzählen, deswegen bin ich still. oh, dann waren es Pancakes. Ist immer so fies, wenn Ben morgens ein Foto schickt, dass Kirsten wieder lecker Pancakes gemacht hat. Aber ich glaube, jetzt ist aber wirklich... Nee, kommt immer noch was Ja, runter. ich habe es schon gesehen. Immer noch was runter. Ja. Aber der Schirm, das ist ja hier was für ganze Familie, ne? Also, Der ist groß, oder? ja. Die nächste Stufe ist dann wirklich ein Sonnenschirm zum Aufstellen. Aber guck mal hier, mit Carbon. Ja, also hat er sich was gegönnt. Ist das echt
echtes Carbon oder nur Optik? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben ja hier in Also- Hamburg einen Laden, der nur Schirme verkauft, Schirm und Co. Und wenn du halt wirklich was Gutes oder auch was Spezielles brauchst, das ist schon echt ein toller Laden. Ne? Die beraten dich auch gut. Wo sind die? Die sind ziemlich in der Stadt, so grob Richtung Europapassage da so. Ah, okay. Mhm. Also wenn wir den mal wieder irgendwo liegen lassen, dann sammelt ihr den ein für uns und dann. Also wenn wir uns mal so einen Edelschirm kaufen. Ja. Genau. Ja. Also das Gute ist, wir stehen nicht voll unter der Wolke, aber hinter uns zieht noch ein bisschen was durch, was so ein bisschen Ja, das Spray durchlässt. Aber wenn wir jetzt mal, warte mal, wo ist es denn? Hier. Wenn wir mal jetzt Richtung Hamburg gucken, also für die Perla sieht es eigentlich gleich ganz gut aus. Also in Hamburg ist schon schön. Ja. Ach, guck mal, was kommt denn da für Nebel da hinten raus? Ist das aus dem Wald? Ja, ne? Sag mal, der was dunstet ist denn, aus, was ne? ist denn, Siehst du das auch? ist das der Wald, der Ja. ausdunstet? Also ich habe das, also es könnte sein. Ich habe so ein Phänomen schon gesehen in der sächsischen Schweiz. Da haben wir ein richtig fieses Gewitter gehabt, als wir auf dem Berg waren. Und das war eigentlich der geilste Zeitpunkt. Danach, die ganzen Wälder haben angefangen auszudampfen. Da kannst Aber- du Bilder machen. Aber das ist sehr punktuell, nicht, Ja, dass ja. das doch ein Brand ist. Aber Schwer Meinst zu du? sagen. also, Gerade schwer zu sagen. ja, wobei dann müsste der andere Teil des Waldes eigentlich auch so Ja, ja, eine aber wenn man Dampfwolke weiter haben. rüber geht, ne, da ist halt nichts. Und ich weiß nicht, ob es warm genug ist dafür, dass das jetzt Ja, sofort das schon stimmt. ausdünstet. Nee, ich glaube nicht. Ja, da hinten kommt aber auch schon irgendwas Jetzt angefahren. kommt ne? auch, ja, ich höre Ja. irgendwie was. Gut, da ist also was am Brennen. Ich dachte eben erst kurz, dass es vielleicht die Stettin ist, aber Ja, das wäre auch die schönere Option gewesen. allerdings. Aber guck mal, da hinten ist auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Licht. Können wir zumachen den Schirm? Ja, dann Ja. machen wir mal. So, wir schirmen ab. Okay. Oha, da kommt doch richtig Wasser raus. So. Ja, den packe ich weg, alles gut. Danke dir, Martin. Ja, die AIDA kommt auch langsam in Blick. Willst du gleich mal so ein bisschen hier die Hauptkamera übernehmen und dann gucke ich mal, dass fliegen. ich gleich die Drohne startklar mache. Leute, habe ich schon erwähnt, Fliegen macht unglaublich Spaß. Sucht euch jemanden, der das kann, der euch so ein bisschen was zeigt, damit ihr da auch nicht so viel Berührungsängste habt, so wie ich. Wenn ich 20 wäre, wäre mir das wahrscheinlich auch egal, ne? Dann bretter ich einfach drauf zu. Aber ab einem gewissen Alter bist du dann doch schon so ein bisschen, na, Ja, das stimmt. Das stimmt. Vorsicht. Ja. Pokerbrat, ich danke dir für 4 Monate. Herzlichen Dank. Also, da kommt die Perla. Ja, vorne Schnauze ist schon raus. Der Rest schiebt sich langsam Ja, ich hinterher. hoffe, dass das so mit dem Bild in Bild ganz gut ist heute. Wir wollen ja aber nebenbei so ein bisschen schauen, was Fairplay 95 da treibt. Ja, aber es sieht doch gut aus. Ja, ja, ich denke auch, das ist ganz Ja. okay so, ne? Das Wir ist ganz können in auch, Ordnung. ich habe auch noch eine andere Bild-in-Bild-Option. Mal gerade gucken, ob die funktioniert. Nee, eigentlich sollte jetzt das andere unten rechts sein. Nee, muss noch mal gucken, habe ich irgendwas kaputt gemacht? Jetzt haben wir 3 Bilder. Oder? Nee. Das Ach so. eine ist nur hier. Oder ist das das eine ist unser nur nur? ein Vorschaubild Ah, hier. okay. Das sehen nur wir. Ah, dann ist okay. Na, wir haben jetzt nebeneinander. Ja. Ja, auch ein Brocken, ne? Junge. Also, dann übergebe ich mal die
Kamera an Ben. Ja, ich übernehme hier mal kurz. Kamera. Jürgen schreibt, wir müssen gleich noch einen Übungsflug für dich machen. Ja, machen wir. Da kommt ja noch ein bisschen was an Schiffen. Ich bin ja nur auch Schönwetterpilot, ne? Ich kann ja nicht bei schlechtem Genau, Wetter. wir machen jetzt erstmal die Perla. Die verabschieden wir. Und dann haben wir nachher noch, denke ich, genug. Auch schön, ne? Mit der Elbphilharmonie hinten drin. Ein Träumchen. Ja, ein hübsches Bild, muss ich sagen. Sieht gut aus. So, kann man machen. So. Das sieht gut aus. Sollen wir mal kurz checken, ob wir ein Bild haben. Ja, Drohnenbild haben wir. Ja, Herr Flugkapitän, wie sieht's aus? Ja, ich gehe schon mal hoch, nicht, dass hier gleich eine Fähre kommt. Die ist zwar noch weit weg, die. Das war spannend. Heidewitzka. Das war ja ein Raketenstart. Ja, ich versuche halt immer schnell wegzukommen vom Anleger. Weißt du, dass ich da irgendwo stehe, wo nichts los ist. So, ja, dann würde ich sagen, ja, was machen wir denn jetzt, Mensch? Lassen wir das Bild in Bild oder konzentrieren wir uns auf die Perla? Ich glaube, einen kleinen Moment warten wir noch, ne? Ja. Wenn die Perla gleich kommt, dann gehen wir groß auf die. Solange fahren wir noch bei Fairplay 95 ein bisschen mit. Du, wir haben die Option, ne? Wir können sie nutzen. Alles gut. Die waren doch eben schon mal da. Fahren die hier im Kreis oder machen die? Ja, die Drohne hat tatsächlich, habe ich nachgeguckt, schon über 100 Kilometer geflogen und schon über 20 Betriebsstunden. Schon über 20 Stunden geflogen, schon 22 Die muss bei dir oder so. arbeiten, ne? Kann das sein? Ja, Ja, no easy job to do, ne? Tom schickt 5 Euro und schreibt Schleppercam, sensationell. Ja, also die Schleppercam ist wirklich der Knaller, ne? Also ist halt auch was Besonderes, haben wir nicht ständig. Das muss halt immer zeitlich passen und muss von allen Seiten passen. Ich habe mich so gefreut, dass das heute dann noch mal kurzfristig hier geklappt hat. So, die scheinen schon gedreht zu haben und scheinen ziemlich weit vorne anzulegen. Ich glaube, die haben im vorderen Becken gedreht, sind nicht bis ganz hinten durchgefahren. Ja, also Kühlbrandbrücke durchgefahren und dann ist ja auch Ja. noch mal ein Becken, ne? Da kannst du ja auch noch mal. Genau. Ja, Leute, ich lasse das Bild hier einfach mal so ein bisschen stehen. Ich finde das eigentlich so cool. Da kommt, glaube ich, gleich Captain Prüsse von links ins Bild. Seine Bugwelle ist schon mal angekommen. Kann man schon unten sehen. Captain Prüsse trifft Aida Perla. Na, So, wir können jetzt auch mal kurz auf die Drohne gehen. Das haben wir auch schon parat. oh, schön. Ist schon ein cooler Blick, ne? Absolut. Ja, ich war ja heute schon bei DJI drin, ne? Hab schon mal einmal gekiekt. Schon nach einem Upgrade. Ja, ach, man möchte ja einfach mal sehen, was ist denn da eigentlich so, was gibt es denn da? Also im Moment, ich lerne erstmal fliegen und dann überlege ich mir mal, was ich vielleicht haben möchte. Von Kirsten kam auch schon ein entschiedenes Naja, aber. So, ich gehe mal wieder auf deine Kamera. Ja, Captain Prüsse braucht noch einen kleinen Moment hier. Aber das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich weiß gar nicht, ob wir Gäste auf der Perla haben, also Zuschauer. Ich glaube, irgendjemand hatte vorhin geschrieben, dass er drauf ist. Maxim Rotters ist seit 11 Monaten dabei.
herzlichen Dank. Und die Manu neu an Bord mit dem Prime Sub. Dankeschön. Ja, wenn ihr an Bord seid, ne? Winkt mit allem, was ihr habt. Ja, also ich habe hier die Mavic 4 Pro. Ben fliegt aktuell mit der DJI Mini 3 Pro. Ja, zum Lernen ist sie perfekt. Also klein, kompakt, stört nicht in der Tasche, kannst du überall mit hinnehmen. Das Gute ist ja, dass die Drohnen alle gleich fliegen, egal wie groß, wie klein. Die Steuerung ist Die einfach Steuerung mal ist identisch. überall das Gleiche. Ja. Ne? Und wenn du es mit der kleinen kannst, dann kannst du es mit der großen auch. Aber das Upgrade ist irgendwann einmal, glaube ich, unausweichlich. Das hast du gut gemacht, Patti. Hast mich schön mit angesteckt. Christian schreibt, seine Chefin ist an Bord. Ja, dann. So, Dann mal eine schöne Bürozeit oder was auch immer. Weil ihr habt ja dann offensichtlich gerade keine Bewachung. so ist die 95 ist los, oder? Sehe ich das richtig? Ist Fairplay 95? Sind los? Ja, die haben losgemacht. Ne? Dann passt das ja eigentlich ganz gut. Dann können wir gleich... Es kann sein, dass die jetzt noch ein bisschen annageln. Also, dass die das Schiff noch an die Pier drücken zum Festmachen. Ja, rumpelt. Ah, genau, die gehen jetzt da an den Druckpunkt, an die Seite. Dann können wir auch gleich erstmal uns auf die Perla konzentrieren, weil das Bild wird sich dann bei Fairplay 95 erstmal eine Zeit lang nicht ändern, Nee, da bis gibt das es Schiff fest ist. jetzt erstmal ordentlich Bugwand zu gucken. Ja. Sven, ganz lieben Dank, 10 € aus Fuhlsbüttel bzw. aus dem Weserbergland. Oh, schönes Wuselbild hier. Kevin fragt nach einer Drohnenempfehlung für Anfänger. Tja, da bist Also, denn du höchstens. der Kevin, ganz Gewählte. ehrlich, man macht eigentlich mit den Mini-Drohnen von DJI nichts verkehrt. Die sind eigentlich super, die sind klasse transportabel, die können das meiste. Die sind, was die Regularien angeht, relativ unproblematisch, weil sie ja unter den 250 Gramm sind. Ja, Man sie braucht halt deutlich weniger Scheine. Ja. Also ich würde mich immer am Anfang mit diesen Mini-Drohnen, DJI Mini, aktuell 4, irgendwann kommt die 5er raus. Da würde ich mich mit beschäftigen. Ja, kann ich so bestätigen. Also fühle ich mich Du bist auch wieder gerade drauf. sehr wohl. Aus Seren schreibt, das nächste Mal meldet er sich aus Südamerika. Oha. Wow, Na, geil. und dann trotzdem Hamburg Hafen live kicken. Da fühlen wir uns ja geehrt. Ja, jetzt nimmt die Perla auch Fahrt auf. Ja, tatsächlich so ein bisschen aufziehen schon hier.
kann auch wieder ein bisschen auf die Drohne gehen. Na, ob das jetzt noch mal ein Horn gibt? Ja, manchmal ja, manchmal nein. Damen und Herren, am Kaffeetisch. Ja, wobei, das ist ja gleich Abendbrot, ne? Von hinten kommt ein Bulker, auch schön. Und Rolf ist seit 19 Monaten dabei. Fliegt bei der Feuerwehr die MT-30, ja, das ist auch ein schönes Ding. Das sind dann diese Drohnen, die eher für den gewerblichen Einsatz gedacht sind. Sind wahrscheinlich auch ein bisschen größer, ne? Ja. Ja. Da hat sich ein Schlepper hinter der Perla versteckt. Das ist ja ein Schlingel. Ja, jetzt wurde er entdeckt, jetzt fährt er wieder weg. Ach nee, guck mal, der macht da einen Kreis. Der macht dann 360. Ja, Dankeschön. Ein paar Donuts. Naja, nicht ganz, kein kompletter. Häsenblitz haut 5 Mitgliedschaften raus. Dankeschön. Ja, Lotse 3 hat es eilig. Lotse 3 möchte, dass wir ein bisschen schunkeln. Fängt an. So, ihr schunkelt mit, genießt es, auch wenn es nur rein virtuell ist. Oh, das geht ja VW noch. Bär war das. Waren das komplett 360? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es auch nicht komplett gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er da hinter der Perla rauskam und dann ein Stück zurück und dann fing er an zu drehen. Fairplay 95 ist übrigens immer noch am Annageln, also wollen wir gleich mal hier unsere schöne Auslaufmelodie vorbereiten. Ah, herrlich. Ein bisschen Kitsch muss sein. Ja, du. Gehört dazu. Außerdem kriegt sie eigentlich auch ganz schönes Licht, muss ich sagen. Ja, Ich finde das sowieso cool, ne? Wenn es geregnet hat und die Wolkendecke aufbricht und du kriegst wieder Licht. Das sieht irgendwie magisch aus. Erinnert mich im Übrigen an einen Nachmittag, wo ich Kirsten fotografiert habe. Da haben wir auch gesagt, oh, komm, fängt an zu regnen. Nimm mal deine Gummijacke, die Regenjacke und dann nehmen wir so einen schönen Glockenschirm mit und dann machen wir Regenbilder. War auch cool. Und der schönste Moment war tatsächlich zwischendrin, wenn die Sonne aufgebrochen ist. Und übrigens vielen Dank, dass ihr die Schirme eingesackt habt. Einer davon war es nämlich. so, ready für ein bisschen Dramamusik. Dann lass ihn mal raus.
So, hast du ein schönes Bild? Wir können ja mal gucken, ob wir Kannst du jemanden auch wieder finden. umschalten auf die Bin ich auf 1? 1 ist die große. Dann gehen wir Oben mal. die 1. Oben die 1? Ja. So ungefähr. Ja, jetzt bist du drauf. So, wo seid ihr denn? Wollen wir noch mal ein bisschen gucken. Da, guck mal, da. So, wir haben euch. Schön weiterwinken. Ich habe es auch gerade gesehen. Jetzt kommt der Bulka gleich. Du kannst noch mal auf die 3 gehen. Ach Quatsch, oben. Oben. So. Hast du den Bulka schon schön von vorne? Dann Ja. kannst du auch jederzeit umschalten. Ich bin drauf. Okay. Der Frank-Film, 14 Monate. Einen ganz lieben Gruß aus Wattenscheid. Dankeschön. Lothar 73 lässt sein Prime-Sub da. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Dann der Jürgen mit 2 Euro. Die Auslaufmelodie klingt auch wie KI. Nee, das ist keine KI. So schön kriegt die KI das leider nicht hin. Hattest du Mein das- Hund und ich 5 Schweizer Franken. Herzlichen Dank. KI-Melodie. Boah, Sven. Sven bezahlt die Pizza. 50 Euro. Dankeschön. Junge, Junge, Sven. Das wird eine schöne Pizza. Dankeschön. So, jetzt kommt die Fähre. Ich gehe auf die Drohne. Ja, Leute, wenn ihr jetzt hier stehen würdet und könntet in Pattys Gesicht schauen, dann würdet ihr ein sehr... Jawohl, von der Sea-Jam ein Gruß. Bulka-Horn. Bulka-Horn zählt doppelt. Ach schön, die Ruhe an Deck. Richtig schön. Geh mal oben auf die Nock. Da müsste Donatus sein. Ja. Boah, jetzt wackeln. Boah, was Junge, für Junge. ein Wackeln. Junge, Junge, Junge. Ich übernehme mal. Ja, das ist nett. Das ist hier gerade so ein bisschen rumgestraggelt. Gerade ein bisschen wackelig, ne?
Ja, also wenn ihr einen glücklichen Paddy sehen wollt, dann lasst den Drohne Ich fliegen. freue mich gerade total über die Bilder und über das Horn. Also da habe ich mich gerade richtig drüber gefreut, dass der Donatus wieder hier im Einsatz ist. Ja, sehr cool. Sensationell. Ja, dein Bulker von hinten sieht ein bisschen besser aus als meiner gerade. Von daher, wir lassen das mal so, ne? Ja, ach, du kannst aber gerne übernehmen. So, Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Aufregung. Schöne Bilder, oder? Definitiv. Herrlich. Ich habe gesehen, irgendjemand hat gerade geschrieben, MSC Roma hat auch abgelegt. Hallo. MSC Roma hat abgelegt. Danke für die Info. Der Sachsen-Uwe lässt noch 5,99 da und schickt ein Danke für die coolen Bilder an uns beide. Echt der Hammer. Auch von der Berlin-Göre. Und Sven zahlt auch noch die Getränke für die Pizza. 40 €. Ja. Sven, du bist echt verrückt. Vielen, Sven vielen und Dank. Seren, die beiden. Also. Aber natürlich, ein Dankeschön geht natürlich an alle. Alleine schon dafür, dass ihr hier einschaltet und zuguckt und mit uns diesen Spaß genießt. Ich finde ja, das größte Lob ist immer, wenn überhaupt Zuschauer so viel Zeit mit uns verbringen. Und wenn Ja. die schreiben, wir gucken hier, wir gucken da. Das ist eine Auszeichnung, ne? Jetzt vorm Fernseher, liegen auf dem Sofa, im Urlaub, alles Mögliche. Ne? Ja, und dann hast du noch Leute, die kommen hier extra her und gucken zu, ne? Ja. Seid ihr wegen uns hier? Das ist ja verrückt. Dankeschön. Ach, ihr seid das, moin! Hallo! Kinder wollten, bevor sie ins Miniatur-Wunderland gehen, extra noch hier vorbei. Ach, das ist aber lieb von euch. Ja, hier ist auch viel cooler als Boah, da. jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe natürlich keine Schlüsselanhänger. Ich muss mal gucken, ob ich noch Schlüsselanhänger finde. Ihr hattet die alle verpasst, oder? Genau, wir haben Geiranger, die Jungs haben schon geguckt Oh, und ey. alle Plätze abgesucht. Wir wären normal auch in Hamburg Hafen Live T-Shirts gekommen, aber das Paket kam an dem Tag, als wir aufs Kreuzfahrtschiff sind. Okay, damit ist es entschuldigt. Ja, das Problem ist, ich war gestern schon leer und ich muss jetzt mal gucken. Aber ich fürchte, Eventuell hab hast ich du noch was? Eventuell. Ich muss gleich mal gucken. Guck du mal erstmal. Ich gucke einmal, ich muss mal kurz. Ich muss mal einmal kurz. Sind nämlich gestern schon keine mehr. Ja. Kleine Segeljolle Hier ist nämlich schon mal alle. gegen so einen Bulker. Auch da wie gegen Goliath. Die Merchandising-Beauftragte Tanja ist nämlich heute nicht da. Nee, ich habe original nicht einen einzigen. Also Ben, wenn du noch was hast. Ja, ich suche gleich mal meine Tasche durch. Ich glaube, Ja. ich habe einen. Okay, da wird der Druck dezent erhöht. haben wir, Tuesdays sind auch schon haben wir verstanden. Ja gut, also meine Zusage an der Stelle, wenn ihr Cruise Days da seid, habe ich einen Schlüsselanhänger dabei. So. Ich würde erst mal kurz landen. Ja. Ich bleib hier noch ein bisschen auf dem Schiff und dann gucke ich gleich Du mal, bist ob ich einen drauf, Schlüssel ne? habe. Dann, Ja, ja. Okay, dann lande ich jetzt erstmal.
Ach, da So, ist der einmal bitte Apparillo. kurz etwas Vorsicht. Ich komme hier mal runter. Hört sich ja wie eine Heckenschere, ne? Da sind Stielmotoren drin. Richtige Handwerkkunst. Ja. So. Technik, die begeistert. Ein bisschen Deko-Möwen mit dabei, ne? Unsere Möwen, die klauen auch nicht so viele Fischbrötchen. Eis ist auch sicher vor denen. Die sind gut erzogen. In Warnemünde sieht das alles ein bisschen anders aus. In Warnemünde wirst du auch nicht dick. Ne? Kommst überhaupt gar nicht dazu, dein Eis zu essen. Vom Fischbrötchen kriegst du auch nur die Hälfte ab. Also von daher, da ist jeden Tag FDH. So, der lädt. Sehr schön. So, dann kann ich einmal die Kamera Ja, ich guck mal, ob ich und du kannst mal einen Anhänger gucken. finde. Oh, Martin hilft auch aus. Natürlich. Das ist ja großartig. Ha, Ja, können wir gleich sofort machen. mit Paddy und Martin? Gerne, gerne. Ein Original habe ich noch. Michael, ich kann dir das noch nicht sagen, was Bitte schön. Montag ist. Das kann ich noch nicht sagen. So, wollt ihr ein Foto machen? Ja. Los. Ja, na dann mal ein Tau. So, kommt mal her, ihr beiden. Das Highlight nach der Kreuzfahrt. Lächeln auch noch? So, In welche Kamera sollen wir denn gucken? ja, wir haben Doppelkamera Zwei hier. Kameras. Ja, super. So, Okay. und dann geht es gleich noch im Miniatur Wunderland. Sehr cool. Vor 3 Wochen, wir haben morgens um 5 sind wir aufgestanden, als die Gellranger Einfahrt war. Ich glaube, da war sogar noch Schule bei uns. Das war irre, der Tag. Und dann immer geguckt, wo die ganzen versteckt wurden und haben gehofft, dass sich da nicht so viele für interessieren, aber war nicht so. Ja, aber jetzt gibt es noch mal extra. Ja, wir haben alles beobachtet, weil wir wussten, dass wir ein paar Wochen später ähnliche Häfen anfahren und Okay. dann haben wir da schon mal geguckt, wie es da so Ja. ist. Wie hat Ihnen denn die AIDA gefallen? Also, ich kann dazu nichts sagen. Ich bin nicht gefahren. War ganz Wir waren nett. jetzt mit der Eurevia da. Ah, okay. Im ersten Moment war ich total satt, das ist so groß, aber nach 3 Tagen hat man sich dran gewöhnt. Ja, hier war auch gerade die Frage, ob das Fazitvideo schon online ist. Ich glaube, das ist online. Also das wollte der Fabian zumindest am Freitag veröffentlichen. Vielleicht kann ich ja jetzt gleich noch mal hier im Stream quasi grob wiedergeben. So, pass mal auf. Wir können aber auch noch mal zurückfahren. Fairplay 95 hat losgeschmissen. Aha, wir haben noch mal Schleppercamp. Ja, wir fahren noch mal ein bisschen unter der Köhlbrandbrücke durch. Ein Träumchen. Ja, wenn ihr wollt, kann ich das ja noch mal sonst erzählen mit meinem Fazit. Doreen sagt, ist noch nicht draußen. Okay. Andere sagen, ist on. Hä, ist es jetzt online oder nicht? Wir fahren jetzt dann zu dem Miniatur Wunderland und dann Tuesday sind wir 3 Tage. Auch cool, ne? Mit dem Schlepper jetzt unter der Köhlbrandbrücke durch. Ja, also Ja. das Hamburger Highlight eigentlich.
die Kühlbrandbrücke, Ja. das Sinnbild von Hamburg. Also Also könnt ihr euch mal entscheiden. Einige schreiben, ist seit gestern draußen, andere schreiben, ist nicht draußen. Ach, ein Rundgang ist das. Nur der Rundgang. Ah, okay. Alles klar, dann. Eigentlich wollte er das Freitag raushauen. Kein Fazit. Darf ich dem denn dann vorgreifen und das jetzt einfach mal hier sagen? War ja gemeinsam, ne? Aber dann würdest du ihm natürlich so ein bisschen... Ja, aber wenn er das nicht raushaut, Mensch. Also ich meine, hallo, also 2 Wochen auf ein Fazitvideo warten. Da muss ich aber jetzt auch mal hier eine Beschwerde einlegen bei Fabian. Also vielleicht verrätst du nicht zu viel, wenn Ja. du sagst, war ganz okay. So, da geht der Bulka hinweg. Also ich kann das ja mal insofern so ein bisschen vorwegnehmen, dass ich sagen kann, die machen bei AIDA einen tollen Job. Tolles Schiff. Super, also die ganze Ausstattung vom Schiff hat mir gut gefallen, die unterschiedlichen Bereiche. Ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt irgendwie schlecht... Also ich habe nichts zum Kritisieren gefunden. Ich bin auch niemand, der danach sucht. Und ich habe auch dem Fabian ganz explizit gesagt, man würde der Crew Unrecht tun, wenn man jetzt irgendwelche negativen Dinge suchen würde, weil da handelt es sich maximal von dem Gesamteindruck um 0, irgendwas Prozent. Das ist so minimal. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist natürlich, wenn man etwas Negatives sagt, dann wird das bleibt hängen. Ja. Das merkt sich jeder. Ne, wenn ich jetzt eine Sache sage, auch das hat mir nicht so gut gefallen, dann wird das, ja, auch gesagt, ja, nee, AIDA geht gar nicht. Und Ja, aber das hat dann ja keiner gesagt. Ne? Aber das verselbstständigt sich. ja, so ein es bisschen. verselbstständigt sich. Und man muss einfach sagen, dass die sehr wirklich sich wahnsinnig viel Mühe geben. Die machen einen tollen Job an Bord. Das ist ein tolles Schiff. Die ganze Crew, die sind alle super nett. Also man kann da echt eine mega Zeit an Bord haben. Die Frage, die man sich eher stellen muss, ist, ob das Konzept Kreuzfahrten einem gefällt. Ja, ob man jetzt sagt, hey, Kreuzfahrten finde ich cool, das mache ich gerne. Und das ist eher etwas, wo ich jetzt, seitdem ich wieder hier bin, ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und da muss ich sagen, ich bin halt dann jemand, oder mal anders, was ist mir von der Kreuzfahrt vor allem in Erinnerung geblieben? Das war die Fahrt mit dem Twizy, da auf den Berg. Und das war die Fahrt mit dieser Seilbahn, wo ich dann ganz alleine da oben in den Wolken stand. Das sind so die Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Aber nicht das Schiff als solches. Nicht das Schiff als solches. Jetzt bin ich aber auch jemand, ich bin irgendwie mit so einer kleinen Cessna in Namibia geflogen, wo ich auf dem Flug in Wasserflaschen pinkeln musste, um dann die Himba zu besuchen. Also noch so ein halbnomadisches Volk. Sowas fand ich halt spannend. Ich war da im Busch unterwegs, habe Buschvölker besucht. Ich war auf Kuba, habe da Einheimische kennengelernt, habe mit denen gefeiert, habe da persönlichen Kontakt zu gehabt. Wir sind mit dem Auto, haben wir einen Roadtrip gemacht durch die Türkei an die Schwarzmeerküste, ohne zu wissen, wo wir übernachten, ohne etwas im Voraus zu buchen. Und das ist so meine Art von Reisen und Erlebnissen. Also du bist, wenn man das mal zusammenfasst, eigentlich ein Abenteurer. Ja, So es ein bisschen. ist Du möchtest halt mit den Menschen in Kontakt Erlebnisse. kommen und Genau. möchtest halt ja, den persönlichen Part auch so ein bisschen haben. Ne? Es geht mir sehr um die Erlebnisse, Menschen kennenlernen, ein Stück weit was Authentisches zu finden, vielleicht auch teilweise Dinge, die nicht jeder sieht, und ich klopp mich jetzt auch nicht darum, mit einem Reisebus irgendwo hinzufahren. Ja. Was aber, wie gesagt, das ist eher das Grundkonzept der Kreuzfahrt. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, mit dir und Kirsten, ja, und noch ein paar anderen, wir wollen einfach eine richtig gute Zeit haben. Wir wollen ein bisschen feiern, wir wollen schön immer den Bauch vollschlagen, abends tanzen, ja, ein bisschen easy going, dann kannst du das super auf AIDA machen oder wahrscheinlich auch auf anderen Kreuzfahrtschiffen. Dann ist das tipptopp. Ja? Nur wie gesagt, ich bin, was meine
meine Reise oder meine Vorstellung davon geht, was ich gerne als Reise oder Erlebnis machen möchte, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ja? Deshalb kann man eigentlich, also deshalb wäre es unfair, jetzt diese AIDA-Kreuzfahrt zu kritisieren, weil die war mega. Auch Norwegen, die Landschaft, das war alles, das war spitze. Ne? Ja. Hätte ich wahrscheinlich auch so in der kurzen Zeit nicht gesehen. Na? Aber ich glaube, man kann ja auch so kleine Schnuppertouren mal machen und mal schauen, ob einem das liegt. Absolut. Ne? Dann hat man irgendwie 4, 5 Tage, kann dann mal so ein bisschen reinkicken und wenn man sagt, ach ja, das gefällt mir, dann macht man das nochmal und länger. Und wenn man sagt, ja, war eine nette Erfahrung, brauche ich aber nicht nochmal, dann war es ja auch erstmal nicht schlimm. Aber man kann halt mitreden oder man weiß, was man mag oder nicht mag in dem Fall. Ja, Ne? ja. So, ich glaube, da kommt auch noch was. Ja. Ben, wie sieht denn das aus? Willst du gleich mal deine Flugkünste zeigen? Meinst du, ich soll das mal versuchen? Ja, Das war eindeutig. ja. So, meine sehr verehrten Also ich Damen hoffe, und das Herren. kommt richtig rüber, wie ich das sehe, beziehungsweise was mein Fazit ist. Ne? Also AIDA-Kreuzfahrt kann ich überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Also wirklich ganz, ganz toll alles. Es ist eher die Frage, möchte man grundsätzlich eine Kreuzfahrt machen? Ach, Beate ist das. Okay. Ja, ich schmeiß wieder schiffemäßig alles durcheinander. Das kann ich ja super. Mann, ihr haut hier ja schon wieder raus. Leute, der Leon lässt 20 € da. Vielen, vielen Dank für den Nachtisch und eine extra Kiezmische. Der Bernhard haut 5 Mitgliedschaften in die Runde. Bernhard, Dankeschön. Jürgen schickt 2 € mit einem Gruß an den Fanclub vor Ort. Toni, 20 €, 20 Euros. The view and horns are worth every euro. Sensational. Thank you, Tony. Baumi lässt sein Prime Sub auf Twitch da. Dankeschön. Und der Jürgen verschenkt noch eine YouTube-Mitgliedschaft. Dann haben wir den Konzertgänger jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Willkommen an Bord. Seit 14 das geht. Monaten schon. 14 Monate, danke. Und OM-Service auch 14 Monate. Hey, Dankeschön. Dann haben wir noch mal 2 € von Jürgen für die schöne Fairplay-Panoramakamera. Ja, das ist, also die Fairplay-Kamera, die ist wirklich, die ist, glaube ich, ein Knaller, oder? Also Hafenrundfahrt hier mit Fairplay 95, das kann schon was. Und dann haben wir den Wilhelmsburger, der ist auch seit 6 Monaten dabei. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, da habe ich ja noch einen kleinen Moment Zeit. Ja, du noch kannst mal gucken wegen der Farbeinstellung. Genau. Na, Dazu aber- muss die Drohne auch an sein, ne? Das ist ja, Ja, Beate kommt da. Guck mal, hier kommen auch schon 2 € von Erd für den Flugschüler Ben. Ja, MacGame hat auch die Eva A-Top entdeckt. Auch die ist noch auf dem Zettel. MSC Roma haben wir irgendwie noch. Also es ist schon ein bisschen was los. Also was ich auch noch mal sagen muss, ich bin ja auch jemand, der nicht im klassischen Sinne Urlaub macht. Also ich werde mal gefragt, ja, wann macht ihr Urlaub? Also für mich ist Urlaub immer ein Stück weit etwas, was man macht als Ausgleich zur Arbeit, um sich zu erholen. Aber ich mache eigentlich den ganzen Tag halt Dinge, die mir Spaß machen. Das ist ein ganz, ganz großer Luxus, den ich habe. Und ich brauche keinen Urlaub, um mich von der Arbeit zu erholen. Ich brauche eher noch mal irgendwie andere Eindrücke. Ich brauche halt noch mal ein bisschen Action. Und ich kann zum Beispiel auch nicht ruhig liegen. Also ich kann nicht, also Strandurlaub ist für mich überhaupt nichts. Also irgendwie an einer Strandbar sitzen, okay, das kann ich mal ein paar Stunden machen und mir da einen hinter die Binde kippen. Aber ansonsten am Strand liegen und jetzt einfach in der Sonne, das ist nicht mein Ding. Ne? Und deshalb suche ich auch im Urlaub eigentlich eher so ein bisschen
die Action und das Erlebnis und nicht so sehr dieses einfach runterkommen. Hast du 30 FPS oder 24 gehabt? 60. 60. Ja. Und dann auf 180p? Ja, kannst 1080 machen. Okay. Ja. So, da kommt Beate. So. So, warte, jetzt muss ich erstmal hier dieses Kabel enttüdeln. Ja, enttüdeln Sie bitte. Du kannst auch schon mal starten, ne? Ich leg mal los. Bevor die Fähre kommt. Kabel kannst du auch gleich reinstecken. Take off. Guten Tag, da sind wir wieder. Darf ich dir schon mal das Kabel geben? Aber selbstverständlich. Der kommt hier rechts rein. So, nun hält wieder. Das Loveboat kommt. Finde ich gut. Du sagst, sobald du ein Bild hast und ich bei dir drauf gehen kann. Jetzt kommt nämlich hier die Blankenese. Ich hab. Ja, da haben wir. Ben übernimmt. Ganz kleinen Tacken heller kannst du es machen. Bin hier gerade am Rumsteuern. Magst mal drin rumdrücken? Da wo. Soll ich dir mal heller machen? Ja, mach mal heller, du. Ah. Danke. Ist immer gut, wenn man einen Co-Piloten hat, weißt du? Das sieht aber schon gut aus, was du da machst. Danke. Gelernt vom Besten, sei Ich das finde, so. das sieht schon gut aus. Ja, ich bin gleich raus aus der Richtung hier. Mein Controller mag gleich nicht mehr. Ich bin zurück auf dem Jo. Weg. Ja, das sah doch schon gut aus. Leider hat die kleine Drohne halt keinen Zoom. Du kommst halt nicht näher ran. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Loveboat. Hast du Bock drauf oder wollen wir die Passagiere in Ruhe lassen? haben wir, ne? Allerdings finde ich das Bild hier von der Weitwinkelkamera, was Farben und Kontrast angeht, tatsächlich einen Tacken besser als von meiner Drohne. Wollen wir tauschen? Ich habe bald einen großen Führerschein. Ja, nee, ich finde das ein Unding, dass man halt bei der Drohne, die ich habe, das nicht einstellen kann, ne, mit dem Kontrast. Das ist nach wie vor etwas, was mich tierisch nervt. Gucken, ob ich da noch eine Ja, wenn Lösung du willst, für kannst du finde. umschalten. Ich würde landen kommen. Alles klar. Problem ist halt, dass die kleine Drohne keinen Ja, also kein Zoom hat. Ne? Ja, Du bist also- extrem eingeschränkt. Vorsicht bitte, ich muss einmal landen. Ja, wenn die noch ein zweites Objektiv hätte Ja, ja. und Sensor, das wäre natürlich sehr, sehr cool.
Ja, ich hab's gemerkt. Achso, kannst du das einfach rausziehen, das Ja, Kabel? bin noch verstöpselt. Ja, ich habe auch DJI schon angeschrieben und aber da kriegst du halt natürlich so typische Copy- und Paste-Antworten. Ne? Vielen Dank für den Kontakt. Wir melden uns bei Ihnen. Ja, ach, Nicht. sie schreiben dann ja und das ist alles wichtig und danke das und so weiter. Ne? Aber zwei Schweizer Franken von Mein Hund und ich für den Drohnenpiloten Ben. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Darauf erstmal einen Schluck Wasser auf Ja. die Aufregung. Du. Germanicus NRW lässt auch einen Prime-Sub da. Und Jürgen, 2 Euro für ein Helipad am Bubendei Airport. Christian Kölner, herzlich willkommen. Ein neues Fischmarktmitglied. Schön, dass du da bist. Ja. Nein, aber das war doch vom Flug schon gut, ne? Aber da merkt man halt auch, wie schnell die Schiffe außer Reichweite sind. Na, wie Ja. schnell du mit dem Weitwinkel. Bist du raus. Bist du also raus, mit, ne? mit Tele kommst du noch ein Stück hinterher. Ja. Aber gut, ganz ehrlich, die ist zum Lernen da. Und dafür ist sie halt auch super flexibel für alles. Ne? Aber es ist doch nervig, wenn die neuere, teurere Drohne dann quasi vom Kontrast her das Ja, schlechtere Bild macht, Ich oder? verstehe es nicht, warum man das Also, so macht. also es ist mir absolutes Unding. Also ich meine, das ist ja eine Pro-Drohne, die du hast. Ne? Das muss Ja. man ja auch mal dazu sagen. Und die ist dazu gemacht, zu filmen. Ne? Und sie machen Werbung damit, dass da ein großer Sensor drin ist von Hasselblad und. Und dann kriegen sie es nicht hin, so einen beschissenen Kontrast Also einzustellen. die Bildqualität, das Problem ist, diese Drohne ist darauf ausgelegt, dass du das in der Nachbearbeitung machst. So, wenn ich das aufnehme, aufzeichne und das im Logformat, dann habe ich alle Freiheiten. Da hat die eine sensationelle Bildqualität. Dann sticht die auch die Kleinen um Längen aus. Du, das ohne Frage. Das Problem ist, dass ich ja das Live-Signal brauche. Ich muss das ja vom HDMI abgreifen. Ich muss das Bild so nehmen, wie es aus der Kamera kommt, von der Drohne. Ja, aber es kann doch nicht so Und- kompliziert sein. Ja, und das ist halt die Krux an der Geschichte. Aber der René Miepelschubser hat eine super Idee. Vielleicht schreibt ihr alle mal DJI an. support@dji.com und sagt mal, ihr braucht dringend Kontrastregler. den Kontrastregler bei dem RC Pro 2 Controller für die Mavic 4 Pro. Bombardiert sie. Das wäre in der Tat etwas. Ja? Ja, aber das Ja. ist ja, wenn man die Drohne halt auch für live einsetzen kann, weil sie HDMI-Anschluss hat, dann macht es ja auch Sinn, Ich verstehe es das halt da nicht. reinzupacken. Ne? Ich verstehe es Weil halt letztendlich, nicht. es ist ja nur Software. Ja, ja. Also ich habe jetzt noch so eine Option, wo ich mal gucken will, ob ich mit dem Zusatzgerät das Ganze hinbekomme, dass ich das Bild durch ein anderes Gerät schleife und da dann aufbereite. Aber das ist noch nicht da, das Gerät. Das hoffe ich, kommt nächste Woche. Gucken, ob das funktioniert. Das wäre schon, wenn das funktioniert, wäre das eine coole Sache. Das Problem ist, kein Video im Internet geht auf diesen Punkt ein, weil keiner, der diese Drohne getestet hat oder im Einsatz hat, das Bild über HDMI für einen Livestream abgreift. Jeder nimmt das Bild auf, bearbeitet es hinterher und dann ist es spitze. Ja, dann Ja, ist gut, es du absolut stellst- spitze. Ne? Du stellst da eine Sonderanforderung. Ne? Ja, Aber es geht halt. Und ja. wäre halt cool, wenn man das dann auch für den Zweck nutzbar machen würde. Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Aber wo ich das gerade gesehen habe, das Bild von der und die Mini 3 Pro, weil die habe ich damals in der Türkei mitgehabt, die muss locker 5, 6 Jahre alt sein. Ja, aber dafür macht es ein gutes Bild. Das Bild ist super. Der fehlt halt nur der Zoom. Ja.
Marion lässt 5 € da. Viele Grüße von den Krefeldern. Sind nach einer wunderschönen Woche in Hamburg wieder zu Hause. Waren zum Drink in der Seemannsmission und sind mit Günther Ehlers gefahren. Perfekt. Perfekt. Und nochmal 5 € kommen per PayPal anonym rein. Dankeschön. So, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Wir hatten noch irgendwie MSC Roma. Wir haben die Eva A-Top, glaube ich, noch. Ja. Ja, Golden Phoenix schreibt Nerd Talk incoming. Ja, das kann ich gut. Nerd Talk kann ich ganz hervorragend. Ja gut, aber ich meine, du beschäftigst dich mit den Dingen natürlich auch und du hast vielleicht auch mit dem einen oder anderen etwas anderen Anspruch als der Standard. Ja, aber es kann eigentlich kein großes Ding sein. Und wenn, dann sollen sie es hinterher als Riesending verkaufen. Jetzt auch mit Kontrastregler für die Live-Übertragung. Das Schizophrene ist ja, die Mavic 1 und Mavic 2 hatten Kontrastregler. Die 3er dann nicht mehr und die 4er. Was? Erklär es mir. Erklär es mir. Wahrscheinlich hat jemand in der Produktion gewechselt, der die Dinger plant und hat gesagt, brauchen wir nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Oder einfach vergessen. Die Roma hat abgelegt. Kommen wir wieder zu den Schiffen. Ja, Mensch. MSC Roma. Ja, hier Basti schreibt es auch. Ne? Das ist bei vielen Sachen, auch bei den Actioncams und so. Alles für Recording, wunderbar, aber nichts für Live-Output. Ja? Also haben sie alle noch nicht den zusätzlichen Anwendungszweck erkannt. Rita fragt, ob die Drohne wasserfest ist, wenn der Akku mal leer ist und die Drohne in Hafenbecken landet. Rita, nein, die ist nicht wasserfest. Und sie meldet sich aber früh genug, also ich glaube, das geht los bei 25 oder 20% Akku. Und dann wird die irgendwann so penetrant und möchte gerne, dass du landest. Und irgendwann landet sie von ganz alleine. Ja. Also sie kommt dann irgendwann zum Startpunkt zurück. Nein, Wasser ist keine Option. Von wo kommt denn die MSC Roma? Kommt die kommt die vom Burchard Kai oder kommt die von CTA? Für DJI Schwimmärmel, Jürgen, 2 €. Ja, schwimmen müssen die nicht, das funktioniert alles. Das funktioniert alles wunderbar. Guck mal, die Eva A-Top, die sehen wir da hinten auch schon. Ich kann da ja mal rüberschwenken. Wurde hier gerade gemeldet, dass die zwischen Wedel und Airbus ist. Da können wir ja mal hier rüber gucken. Ach, guck mal, die hat da hinten, die ist gerade bei der Prima. Herrlich. Kommt vom CTB, die MSC Roma. Ja, danke schön, danke. Ja, ich habe hier wohl keinen Empfang, also... Apropos Empfang, ich muss mal gucken, was eigentlich hier die Leitungen machen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Chip-Tracking will heute Hast nicht. Hast du O2? Nee, ich habe Vodafone. Ah, okay. Taugt aber auch nichts. Weil bei mir ist nämlich die O2-Leitung auf 0. Ja, du, ich habe hier 4G, 1, 2, 3 nochmal von vorne, 4G-Ausschlag, aber nix. Hier Ja, ist- aber das habe ich auch schon öfter festgestellt. Wenn du Ausschlag hast und nur die Balkenanzeige, heißt das noch lange nicht, dass du auch einen Datendurchsatz hast. Tja, Ja. ich liebe es Ja. nicht. So, MSC kommt aus dem Parkhafen. Dann könnten wir da ja eigentlich noch mal drüber luschern, oder? Ja, natürlich. Ja, die Möchtest du? Schleppercam ist auch wieder aus. An der Stelle auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, ob er zuhört, der liebe Philipp, Fairplay 95, das war wieder Erste Sahne ganz war das, großes Kino, Ja. die Schleppercam. Auf welche Seite möchtest du dich stellen? Ja, ach, warte mal, halt, stopp. Ich muss ja jetzt einmal nach rechts rüber, ne? Sag Gleich. du mal erstmal die Drohne und dann starte erstmal tänzel ich einmal um dich rum.
Das müssen wir auch noch irgendwie kabellos hinkriegen. Aber guck mal, wenn wir jetzt mal auf die Drohne schalten, ne? Es ist übrigens auch so, hier bei der Weitwinkelkamera sieht das Bild auch besser aus. Das sind die beiden Zoom-Kameras, die vor allem so schlimm aussehen, ne? Guck mal, wenn ich jetzt hier, Ja. die Weitwinkelkamera, guck mal hier, der ist okay, Kontrast ne? ist auch Ja. viel ausgeglichener. Guck dir mal das Grün an. Ja. Na, das Grün und da hinten die Kräne. Na, und wenn ich jetzt reingehe, dann siehst du, wie auf einmal die Sättigung zunimmt und der Kontrast. Ja, aber das zieht ja richtig nach, ne? Ja, und das ist halt, Aber das ist eine reine Technikfrage. ja, wahrscheinlich. es ist halt Oder insofern reine Software. nervig, weil du natürlich jetzt auch nicht sagen kannst, dass du das Signal über HDMI komplett änderst, weil dann ist es auf der Weitwinkelkamera anders. Aber das ist auch jeweils ein anderer Sensor drin, ne? Es ist jeweils ein anderer Sensor drin. Ne? Kann das sein, dass die Software... Naja gut, das ist jetzt wirklich Nerd. Und es ist auch so, wenn man jetzt guckt, wir haben jetzt keinen Sonnenschein. Geh mal auf die 1. Da kommt Besuch. Ja, singen kann ich nicht, das lasse ich. Ne? Stampft ein wenig. Oh, ich komme gar nicht hinterher. Bist du wieder drauf bei dir? Kommst nicht hinterher? Ja, ich gehe mal wieder auf. So, jetzt tanze ich einmal um dich rum. Ja, der schreibt schon Nerd Talk, macht weiter. Ja, wir wollen es nicht übertreiben, aber es ist halt ganz interessant. Ne? Guck mal, wenn wir jetzt keinen Sonnenschein haben, geht es eigentlich mit dem Kontrast. Ja, aber die Sonne... Ne? Aber sobald Wird's die Sonne verstärken. rauskommt, ist es halt, also so, es ist nicht perfekt, aber so könnte ich damit leben jetzt. Aber sagen wir es mal, also ich könnte mir vorstellen, die haben ja insgesamt, glaube ich, 3 Sensoren da drin. Ne? Ja. Kann das sein, dass die Software, die dahinter sitzt, für den einen Sensor optimiert ist und der Rest einfach nicht richtig angepasst Das wurde? kann sein. Das kann sein. Wir gucken gleich noch mal mit dem Weitwinkel, wenn die hier rauskommt. Vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen Sonne raus, dass man dann noch mal. Was kommt denn da von hinten eigentlich? Ja, auch irgendwas Kleines, ne? Noch. Was Interessantes. Soll ich noch mal um dich rumtanzen? Kannst du? So, warte, ich komme. Ich mache jetzt hier den Limbo, du. Sondertransport kommt rüber. Moin, 29 Raider. Schön, dass ihr da seid. Also Tube Radio History sagt, ihr macht nun so schöne Bilder und perfekt muss es ja nicht immer sein. Doch. Doch, genau das. Also Bild und Bildqualität, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Sorry. Da gibt es auch nicht viel Spielraum. Ey, das Leben ist zu kurz, um Für schlechte Livestreams Bilder, ne? mit Scheißqualität zu gucken. Das ist aber ganz gut unterwegs, ne? Die EVA 2. Gesundheit. Ohne dass die Hütte noch steht da hinten. Ja, echt flott. Und jetzt rechtzeitig Abendbrot oder was ist da los? Junge.
Sonst fährt sie mir hier gleich aus dem Bild. Nee, wobei, das klappt. Paddy, das klappt. Ich krieg das hin. Sonst habe ich hier auch was. Ja, dann nehmen wir doch alles auf die 3. Flotte Biene, du. Die scheinen unterwegs zu sein zur Evergreen. Kannst gerne wieder übernehmen. Ja, würde ich gleich machen. Gib mir einen Hast ganz du? kleinen Moment. Bin drauf. Super. Dann gehe ich jetzt wieder zur MSC rüber. So, Ever 2 fährt jetzt auch ein bisschen entspannter durch die Gegend. Aber ich glaube, da vorne dürfen sie auch nicht mehr so schnell, ne? Irgendwo ist hier, glaube ich, die Grenze. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ute sagt, MSC Roma geht erst heute Nacht raus. Was ist denn das für eine MSC, die hier liegt? Irgendwas geht doch da jetzt raus, oder? Oder legen die da gerade an? Hä, haben die... Ach, kann das sein, dass die verholt haben? Die müssen Platz machen für die Ever A-Top. Ach, die MSC, guck mal, die haben sie einfach nur ein Stück nach hinten geschoben, denke ich mal, Die haben uns oder? verarscht. Ja. Ja, genau, die müssen Platz machen für die Evergreen. Jetzt ist bei mir der Groschen gefallen. Ja, dann haben wir heute noch eine Evergreen. Ja, die kommt Und da hinten. keine MSC. Aber dafür hast du ja mal ein bisschen über den Wald geluschert hier. Ist ja auch in Ordnung. Hast du die noch? Ja, also du kannst jetzt noch mal zeigen. Man sieht jetzt, dass sie hier hinten liegt. Ja, da wird sie jetzt festgedrückt, ne? Genau, die haben sie nur verholt. Aber deshalb hatte ich die auf dem Zettel, weil auch so ein Verholen steht ja in der Segelliste drin. Mhm. Ja. Ja, also die stand, das passte schon, aber es ist halt einmal ablegen, anlegen. Hallo. Moin. Wir machen einen Livestream. Du kannst, wenn du möchtest, auf YouTube schauen. Hamburg Hafen Live. Hamburg Hafen Live. Ja. Ja. Na gut, kenne ich ja nicht. Ich bin ja nicht von der Ja, aber jetzt kennst du es. Jetzt kenne ich es, ja. Ja. Also in sehr regelmäßigen Abständen Ja. gibt es Livestreams aus dem Hamburger Hafen von verschiedenen Spots und Lokalitäten zu verschiedenen Themen. Das ist ja Wenn geil. man da so ein bisschen Affinität hat zur Seefahrt, Ja. dann ist das, glaube ich, schon ganz nett. Nee, das ist so gut. Hier, die Ripp-Piraten wollen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Kriegen Sie. Kriegen sie, ne? Bist du drauf? Auf die 1. Warte mal, vielleicht So, kriege jetzt ich gibt's die noch auch mal wieder. hier wird gedreht hier. Oh, geh mal auf die 3. Geh mal auf die 3. Schnell. Drauf. Ach. Ja, jetzt sind sie mir. Oh Jungs, ihr seid hinter Dalben. Ich kann euch nicht sehen. Bist du noch auf der 3? Nee, ich bin auf der 1 mittlerweile. Warte, 3, Ja. zack. Ach, hier, ich habe ja den Schiebezoom, verdammte Axt. So, Paddy, wer gewinnt denn jetzt euer Rennen? Leg mal einen Hebel auf den Tisch. Das wäre lustig.
So, du musst aber übernehmen, sonst bin ich zu weit. Paddy macht bei den Ripppiraten jetzt mit. Da hinten fängt irgendwann die rote Zone an. Ja, das muss ja nicht sein. Das wollen wir nicht. Ich lande erstmal. Ja, aber das war cool. Das sind schöne Übungsobjekte. Ja, Also mit denen müsste man sich eigentlich mal verabreden und mal fragen, ob sie nicht Lust haben. genau. Ben lernt Ja. fliegen, gebt mal Gas. Ja. Ach so, jetzt kommt erstmal die Fähre. Kurz warten. Ja, hier ist jetzt gerade so ein bisschen ruhig. Ne? Dann gibt es jetzt ein bisschen Kai-Anlage für euch. Ja, Ripppiraten habe ich vorhin auch einmal versucht, weil die sagte, komm, da kommt sie, seht zu, muss in die Luft. Aber ganz ehrlich, die waren schon durch, bevor ich überhaupt irgendwas hatte. Ähnlich wie die Fähre, die fährt auch durch. Aber eventuell kann ich ja hinten schon mal die Ever mitnehmen. Willst du umschwenken? Ja, ich eigentlich. lande jetzt erstmal. Ach so, Mal okay. kurzes- Ja Leute, ich schwenk mal eben, da müsst ihr einmal kurz durch. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Da kann man ein bisschen Hamburger Elbstrand ankicken. Darf ich da einmal unter durch oder ist das Ja. gerade richtig schlecht? Okay, danke. Wer kommt denn da jetzt angerufen? Das war Drohne. Ja, wollen wir mal gucken, wer du bist. Randolph. Da möchte Randolph noch jemand 1. etwas Airtime. Ja, Randolph 1 ist da und winkt ein wenig. Jo, Randolph, gib alles. Jawohl. Haha. So, Action jetzt. Die Kleinen sind immer die lautesten. Ja, ich habe euch letztens gesehen, da wart ihr im Zollkanal unterwegs. So, pass auf, kommt ins Fernsehen jetzt hier. Ihr seid ja eine wilde Truppe. Da muss man sich ganz schön bewegen mit der Kamera. Ne? Ja, Ja. Ja. Ja, hier ist die Frage, ob Party nicht heute Party machen wollte. Ja. Also ich fahre nachher noch auf den Geburtstag. Tanja ist schon vorgefahren. Ich habe aber gesagt, hier ist so viel los heute im Hafen und Ben hat Zeit. Ben hat gesagt, der kommt auch ein bisschen vorbei. Übrigens, falls du irgendwann weg musst oder so. Ne? Wir hatten uns ja mal ursprünglich nur für die AIDA verabredet. also ich habe für mich eigentlich geplant, ich ziehe mit dir durch. Ja, weil da geht auch noch, also erstmal die Ever und eine OOCL hätten wir auch noch, aber die kommt erst spät. Müssen wir mal gucken, wie die Stimmung ist. Ich mache mal einen kleinen Akku-Check. Oh, ja, 83%. Ja, die waren lustig. Die waren lustig, ja. Das macht Spaß. Sowas macht Spaß. Willst du die Evergreen gleich fliegen? Oh, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Weil das geht nämlich mit dem Weitwinkel sehr gut, weil die ja eh relativ groß ist. Ja. Das kann ich dann gerne gleich machen. Da ist auch noch so ein kleiner Tanker, ist da auch noch. Na komm Leute, wir holen uns mal eben einen kleinen Tanker. Das wird jetzt nochmal wieder ein schöner kleiner Schwenk. Dafür gibt es ein kleines Boot. Guck mal, da, kleines Boot. Das ist süß, oder? Ja, niedlich. Das ist so Tanjas Kragenweite. Ja, ich glaube, Tanja hätte auch Bock drauf. Durch den Hafen schippern, ich glaube, das wäre es für sie.
Also ich glaube, mit den Rippiraten müssen wir uns mal treffen. Hättest du Bock, da mal mitzufahren? Ja, da bin ich dabei. Ist kein Ding. Also wir müssen uns eigentlich mit denen mal treffen und wir müssen mal was ausbaldowern, wie wir das streamen können. Ja, mit einer Spucktüte. Aber eigentlich müsste das doch mit dem iPhone gehen. Das ist doch wasserdicht, ne? Ja. Also Spritzwasser, die kann man doch mittlerweile sogar untertauchen. Spritzwasser Ja, geschützt. das ist kein Ding, glaube Ja, ich. ich glaube, man muss nur den USB-Port ein bisschen zukleben, weil wenn da Wasser reinkommt, dann Ja, und du kannst den Gimbal zu Hause lassen, weil den brauchst du eh nicht. den brauche ich eh nicht, ja. Den brichst du hinterher höchstens den Arm, wenn du damit losfährst. Müssen wir mal fragen, ob die nicht mal Bock darauf haben, hier für einen Stream eine Tour zu drehen. Jo, ach, das machen die bestimmt. Ach, das kann auch nicht, also ich finde für die Werbung, die sie hier bekommen, oder? Also, Vor allem hallo? die Werbung, die sie dann haben. Also da wäre ich jetzt auch mal so arrogant zu sagen, die Fahrt möchte ich umsonst haben. Ja, ich muss das mal mit Basti durchbaldowern, ob wir das mit einer Actioncam, ob wir da ein schönes Setup hinkriegen. Actioncam, ja, an Helm oder so. Ja, also es ist ja auch Action, dafür ist es ja da. Gibt ja viele, die auch mit Actioncams streamen, aber ich habe mir so ein Setup bisher noch nicht gebastelt mit der Actioncam. Das ist aber auch ein schönes Bild. Kleine Fähre davor, dickes Schiff dahinter, läuft. Und ein paar Dekomöwen. Der Almjoji verlängert sein Prime-Sub 2 Monate, Dankeschön. Und Jürgen nochmal 2 Euro Superchat für den ersten Fluglotsen am Bubendei-Ufer. Vielleicht kannst du dich ja hinstellen mit so Leuchtstäben und dann einweisen, Einweiser. wenn ich lande. Wie heißen diese Stäbe, die haben? Die haben bestimmt irgendeinen Fachbegriff. Tja, also du machst den Maverick und ich mach dann an Bord hier den Einweiser. Gut, alles klar. Ja, wir können uns zur Not ja auch erstmal Laserschwerter kaufen. Da geht die Technik ja auch immer weiter voran. Die werden ja auch immer besser, die Dinger. Nee, so ein Krimskrams, das steppe ich nicht an. Nee, hör auf. Ich hatte schon zwischenzeitlich überlegt, ob ich mir eine Nerf-Gun kaufe. Ich finde, die Zuschauer können wir noch ein paar Abos hier lassen. Ja, lohnt sich. Lohnt sich, ne? Ja. Was haben wir denn Zuschauer? Guck mal, 2800 Leute dabei. Da haben wir auch so eine Anzeige. Vielleicht kann Sebastian die mal einblenden. Vor allem haben wir auch so eine Aktivitätsanzeige, wie viel gechattet wurde in den letzten 5 Minuten. Oha. Ja, und da hinten haben wir 2 Schlepper, die warten. Aber wenn die an die Ever ran wollen, dann können die ja so langsam mal losfahren, ne? Wollen die an die Ever? Ich weiß das nicht. Die liegen da und warten. Ja, die nehmen die in Empfang. So, jetzt seht ihr oben da diese Anzeige. Da sieht man die Zuschauer und dann dahinter ist so eine Aktivität, Chat-Aktivität in den letzten 5 Minuten. Ja, seid mal aktiv. Seid mal aktiv. Einwinkstäbe sind das. Auf Einwinkstäbe. Englisch Marshalling Wands. Englisch klingt's besser. Einwinkstäbe. Klaus, wo ist der Einwinkstab? Mein Einwink, also auf Deutsch klingt Mein das gleich- Einwinkstab der ist Einwinkstab. Aber wenn wir so weitermachen, dann wird das gleich Ü18 und dann... Da hast du einen Lotsen. Oh, guck mal hier. Komm hier, ich mach Action. Musik an. Guck mal, jetzt ist der Chat aktiv. Sebastian, hau doch die Anzeige noch mal raus. Achtung, Welle. Ich weiß gar nicht, ob die einen Cooldown hat. Ob du die jetzt noch mal raushauen kannst.
Ich glaube, die hat 5 Minuten Ja, Cooldown. jetzt wird's. Ja, Paddy, was sagst du denn dazu? Eiskalt durchgezogen gerade hier. Ja, Zack, so. voll durchgezogen. Aber der schneidet vorne mit dem Bug so richtig das Wasser. Hast du das gesehen? Ja, Wie mit der Schere. Du. ja, Sebastian, der hat 5 Minuten Cooldown, die Anzeige oben mit der Aktivität. Kannst du gleich noch mal reinhauen. Ich dachte, jetzt kommt ordentlich Welle, da war ja gar nichts. Na. So, der biegt ab. Die holen den Lotsen von der MSC ab. Brauchst du der zum Verholen Lotsen? Ja. Ah, okay. Ja. Tja, wer hat als Kind auch so gerne Fischstäbchen gegessen? Hier kommt eine kleine Erinnerung an damals. Captain Igloo, Captain Igloo. Ach Oh. Mensch, den Song hatte ich auch irgendwo. Ach, den wollte ich auch mal wieder aktivieren. Da ist irgendwie so ein Dalben im Weg, ich weiß auch nicht. Muss der wirklich so lang sein? Ich weiß es auch nicht. Ja, aber an Captain Igloo wird festgehalten, auch in seinem alten Style. Ist jetzt Ja. zwar ein neuer Schauspieler, aber ich finde es cool, dass man das immer noch so, ja, dass man sich seiner Tradition da so bewusst ist und auch dran festhält. Ich finde das klasse. So, ich drehe hier mal so ein bisschen und schwenke mit. Die berühmte 62 und da vorne haben wir gleich die schöne Ever. Und ich bleibe hier mal so drauf, dann haben wir gleich das Containerschiff Nur aufpassen, danach. dass man nicht so viele Gäste. So, Ja. ist das jetzt DSGVO-konform? Ja. Ist okay. Wenn jetzt ne? keiner aussteigt oder einsteigt. Aber sonst kannst du auch wegschwenken. Ja, aber hinten sind Kinder, das ist, finde ich, noch unpassender. Wenn einer aussteigt, macht ihr die Augen zu. Ha, siehst du, ich habe doch meine Alternative gefunden. Das ist unkritisch, das ist nur Schleichwerbung. Tony, thanks for watching. Have a nice day. Hansi haut nochmal 2,49 raus. Ben hat Fischstäbchen gesagt. Ist er dabei? Hansi, habe ich dich damit gerade so ein bisschen getriggert? Ja, und den Sven hast du auch gleich getriggert. 40 € nochmal für Fischstäbchen und ein Feierabendbier. Alter Schwede, Sven, ey. danke schön. Erst Pizza, dann Getränke, dann noch... Oh, wir werden noch fett hier im Stream. Fett Da heißt bin das ich schon. irgendwann die Dicken vom Bubenderufer, weißt du? Die dicken Kinder vom Bubenderufer. Norbert verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön, danke. Dann müsste die Dalben hier noch verstärken, wenn wir auch nicht anfangen zu futtern. Ne? Das war lieber. So, bald geht's auch los mit der Evergreen. Ja. Ja, schönes Heck von der Wilhelmsburg. So bei den Kindern, da gehe ich mal ein bisschen raus, das will ich nicht. So, Das jetzt muss haben wir jetzt nochmal die sein. Aktivitätsanzeige. Oh, da vorne ist der Lotse vor der Ever. Der muss auch zusehen, dass er wegkommt. Aber ich glaube, da ist genug Platz dazwischen. Aber so ein Tele kompressiert ja, oder komprimiert ja auch schön. Ne? Also Kompressiert. Doch, Das kompressiert. Kompressionseffekt, ne? Ja. Kompressieren.
ist kompressiert. Ja, die Ever A-Top gehört mit zu den größten Containerschiffen der Welt. 400 Meter lang, um die 24.000 Container passen da drauf. Jetzt kannst du gleich, wenn die anlegt, als Zwischenbild den A380 nehmen. Ja, perfekt. Die Frage, die sich mir gerade so ein bisschen stellt, kann ich eigentlich das Video auch aufzeichnen, während ich es zu dir übermittle? Wenn du fliegst, Ja. ja, kannst du. Also ich muss nur nebenbei auf Aufnahme drücken, oder wie? Das musst du, ja. So. Hansi schreibt, das waren doch ca. 900.000 Fischstäbchen in einem Container. 2,49 Hansi, Dankeschön. Ich kann auch gleich die Kamera übernehmen, dann kannst du Mich ready machen, ne? Drohne vorbereiten. €10 vom Hessenblitz, danke. Er schreibt, Merci. ich habe Jubiläum, ich bin 66 Jahre alt, das bedeutet 60 Jahre Fischstäbchen. Vielen, vielen Dank. 10 Euro, wow. Aber wenn man schon 66 geworden ist, dann können Fischstäbchen nicht ungesund sein. Das stimmt. Ne? Omega-3 ist wichtig. Echt So. schön, die Lufthansa-Technikfähre. Ja, fliegt auch schon wieder weg. Gefällt mir richtig gut. Soll ich mal wieder übernehmen? Dann kannst Übernehmen du Sie gleich bitte mal mal. so ganz langsam deine Drohne startklar machen. Ist da zufällig auch ein Lotse drauf, den wir kennen? Nee. Also ich werde sehr defensiv fliegen. Ja, das Gute ist, du musst bei dem Riesending wirst du eher feststellen, dass du es gar nicht ganz drauf bekommst, wenn die hier auf unserer Höhe ist. Ja. Ja, wir sind nicht dick, wir sind halt in einem zunehmenden Alter. Erhard, Aber auch nicht Erhard, schlecht. danke, 5 Euro. Und Jens Peter haut auch noch mal 5 Mitgliedschaften raus. Dankeschön. Aber ein bisschen braucht die noch, ne? Ja, ja, also wenn du da jetzt, also wenn du jetzt hochgehst mit dem Weitwinkel, da siehst du noch nicht viel. Ja, dann ist der Akku leer, wenn sie hier ist. Darf ich das mal kurz auf deiner Tasche ablegen? Oh, das ist nett, danke schön. Wir können auch 2 Drohnen in die Luft schicken. Das ist ja geil, ne, oder? Können wir auch. Wollen wir machen? Leute, wollt ihr 2 Drohnen? Dann müssen wir 2 Kabel. Ich habe ja noch einen Anschluss frei. Aber nicht, dass wir uns da gegenseitig oben runter schießen. Das wäre natürlich ein bisschen doof, ne? Das schaffen wir. Uns beide gegenseitig runterschießen, ja. Das Ja, wobei kriegen wir auch noch ja, hin. wir müssen uns ja nur in der Höhe einmal absprechen und dann ist das ja kein Thema mehr. Double Aircraft hier. Feinkostgewölbe haben wir, Kaloriensammelbecken. Eieieiei. Wird immer besser hier mit Ja. den Ausreden für dicke Menschen. Ach ja. Du, aber ne? Wer viel hat, kann viel geben. Ne? So ist das. Warte, dann will ich mal gucken, was hier noch an Akku drauf ist. Aber ich habe da, also, um das Thema einmal kurz abzuschließen, ich merke auch wenn ich regelmäßig Sport mache, ab einem gewissen Alter wird das immer schwieriger. Also es ist kein Selbstgänger, dass man seine Form hält. Also jeder, der da was tut, meinen höchsten Respekt. So, jetzt wird hier vorbereitet. Ja, ich kann die ja schon mal in die Luft stellen.
Die hat ein bisschen mehr Akku als ich. Der hält ja etwas Und sie länger. hat vor allem auch einen Thiele. Müssen wir nur gleich gucken, dass wir hier mit den Kabeln nicht durcheinander kommen. Ja, das wäre lustig. DLRG ist das oder Feuerwehr? Nee, DLRG glaube ich, ne? Oder ist das Feuerwehr? DLRG, denke ich. Ich tippe auf DLRG. Ja, die DLRG. Oh, das gibt aber. Also ich muss noch mal ein Bild machen von vorne. Siehst du, wie geil ja, das das aussieht? das ist jetzt richtig schön, ne? Mit der Martin, du musst von vorne. Ja. Evergreen von vorne. Ich bin gleich mit von der Partie. Aber das muss ich gerade mal eben mitnehmen. Das sieht ja so irre aus. Das ist einfach immer eine super schöne Ansicht. Ja, Containerschiff direkt von vorne. ist ein Traum. Die hat um die 24.000 Toy, die Evergreen. Ich glaube ein bisschen drüber. Und ich habe heute endlich mal wieder meine GFX dabei. Du. Macht schon ein bisschen Spaß. Da kannst du ja kroppen bis zum Ja. Umfallen. Ja, wobei die hat den kleinen Sensor, ne? Das sind nur 50 Megapixel, also das ist nicht so viel. Ja, wenn sie gleich näher sind. Schwester Hansen verabschiedet sich. Danke, dass du dabei warst, meine Liebe. Tschüss, Dankeschön. Anja. Ciao, ciao. Guck mal, von hinten kommt Judith. Auch schön. Vor allem in schönem Licht. Wenn man da mal rüber geht. Hinten in der Stadt ist richtig Sonnenschein. Ach, guckt euch mal an, wie das da hinten aussieht. Mensch. Da war es wieder das Kontrastproblem. Ja, ich sag ja, die haben das nicht angepasst. Ja, ich glaube, ich kann mich so langsam auf Ja, den so Weg langsam machen, ne? kannst du dich mal startklar machen.
Christoph schreibt, mein Schiff für die Frachtschiffreise, die Judith. Sehr cool. Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Danke für die 2 Euro. So, dann wollen wir mal. Boah, jetzt knallt die Sonne aber. Jetzt knallt die Sonne richtig. Wo ist die Kabel? Die Kabel liegt irgendwo. Das ist dieses ummantelte, das- genau. Ist klar. Boah, jetzt haben wir da aber fieses Gegenlicht. Hoho, Wahnsinn. Krass, was da gerade an Sonne runterkommt. Ach, ich muss mal hier den ND-Filter zumachen. Kein Wunder, dass das Bild so furchtbar aussieht. Du musst hoch, ne? Hier kommt eine Fähre. Ich bin auf 17 Metern. Ich bin auf 50. Ach so, ich habe Luft. Musst du sagen, sobald du. Jetzt kommt auch eine Fähre, dann kannst du gleich irgendwann. Ja, ich gehe auf 30 Meter. Da haben wir 20 Meter Luft. Das sollte reichen. Ja, also Soll ich mal gucken, ob ich ein Bild bei dir habe? ja, Da, du bist drauf, ja. können wir das jetzt eigentlich auch Bild in Bild machen? Nee, ne? Nee, die müsste ich umstöpseln dann. Aber es macht ja nichts. Wir können ja. So. Das hatten wir auch noch nicht, ne? 2 Drohnen. Aber wie hell das plötzlich im Hintergrund ist, ne? Richtig heftig. So Jungs, ihr habt Airtime. Aber die Fähre wieder, ne? Genau in dem Moment bleibt sie Natürlich, hier klar. stehen. Also wie gut Genau in dem Moment. mit der Drohne ist schon top. Ich würde hier mal auf Aufnahme drücken und mal gucken, was Ja, mach passiert. doch. Eigentlich passiert da nichts. Alles gut. Und da haben wir auch wieder einen meiner Lieblingsshots. Jemand, der die Gangway vorbereitet. Ja, obwohl, die ist schon fertig, die Gangway.
Jetzt merkst du erstmal, wie wenig auf das Weitwinkel geht, ne? Also 24 mm ist ja echt ein Mist, ne? Boah, jetzt leuchten die Container aber hier. Hier ist die Frage, wie viele Crewmitglieder die Evergreen hat. Also normalerweise haben die großen Containerschiffe so um die 25 bis 27 Besatzungsmitglieder. Ich habe gerade ein schönes Bild. Schön. Ben macht gerade sein Drohnendiplom. Den Führerschein können Sie mir doch eigentlich auch so jetzt geben, oder? Ich habe hier keinen Empfang mehr. Ich übernehme. Leg mal zurück. Kannst du mal da so ein Ja. bisschen rübergehen? Danke. Ich glaube, das Containerschiff hat mein Signal blockiert. Das kann sein. Das kann sein, dass du zwischendurch ein bisschen... So, ich lande, ne? Ist okay? Du, wenn du schon fertig bist, dann lande du ruhig. Chris, theoretisch brauchst du für die kleinen Drohnen keinen Führerschein. Ich würde aber jedem empfehlen, einen zu machen. Zumindest den A1, A3. Das ist echt kein Aufwand. Also zur Not hätte ich sonst noch einen kleinen Segler hier gerade parat, wenn ihr da Lust zu habt. Ja. Nee, ich glaube, auf Kopfhöhe möchte ich nicht gehen. Ben, das waren aber schöne Aufnahmen. Dankeschön.
Es war mir auch eine Freude. So, dann bin ich wieder runter. Okay. Kannst du das Kabel auch rausziehen? Dann ist das hier nicht im Weg. Ja. Dankeschön. Hat er doch gut gemacht, der Ben, oder? Aber da sieht man halt auch, dass, welchen Vorteil halt das Zoom-Objektiv hat. Ne? Mit dem Weitwinkel ist die so schnell, so klein. Drei Monate dabei ist der Bene Anim. Bene Anima, 3 Monate, vielen Dank. Eingeschaltet und schwupps eine Evergreen, ja. Ah, die sind einfach schön. Grüne Schiffe, pinke Schiffe, rote Schiffe. Ben, du bekommst ein bisschen Lob. Dankeschön. Irgendjemand fand das ganz okay, was du gemacht hast. Einer fand es ganz in Ordnung. Einer fand es in Ordnung. Das ist schön. Ja. So. Aber da siehst du, ne, wenn du eine Aufgabe hast, wenn du ein Ziel hast, was du filmst, dann kannst du lernen. Wenn du einfach nur Ja, das ist echt über was anderes. einen Acker fliegst, da lernst du es nicht. Ne? Du musst halt gucken, dass du dir irgendwelche Bildausschnitte suchst und dann halt guckst, dass es gut aussieht. Ja, es ist tatsächlich so. Ne? Also ich war im anderen Bereich vom Hafen schon ein bisschen fliegen, ist aber tatsächlich was anderes, als wenn du tatsächlich wirklich viel Platz um dich rum hast. Ne? Also Disclaimer, da wo ich war, darf ich auch fliegen. Ne? Aber trotzdem, es ist halt so eine Sache, wenn du Platz um dich rum hast und hast dann ein Ziel, Ja. klappt viel besser. Klappt viel, viel besser. So große Containerschiffe sind doch eigentlich ganz dankbare Ziele, oder? Ja, du, kannst du nicht verfehlen, ne? Die sind auch nicht so schnell. Die Rip-Piraten, die sind eine Challenge. Ja, beim nächsten Mal. Also ich habe es heute versucht, das war also keine Chance. Als ich so weit war, waren die weg. Ja. Genau. Du musst das nur oft genug machen, dann hast du das gut im Griff. Ja, du. Ein bisschen Routine muss dann dazu kommen. Davon kannst du ausgehen, dass ich das häufiger machen werde jetzt. Also das macht schon Spaß. Du musst vor allem halt auch einmal so eine gewisse Abgewichstheit bekommen, wenn dann doch mal was passiert. Irgendwie eine Windböe oder du weißt gerade zufällig nicht mehr, wo die Drohne ist. Du hast sie aus den Augen verloren. Ja, Da musst muss du man cool halt bleiben. einfach. Das ist einfach Ja, so. du musst dann halt einfach cool bleiben und das ist halt einfach was mit der Zeit kommt. Ja, das ist ja wie die Situation vorhin, ne? Wo die Drohne einmal gemacht hat, was sie wollte. Kriegt man auch im Griff, ne? Musst du halt dann gegensteuern. Aber ja, aber das sind Situationen, wenn du sie nicht erlebst, kannst du auch nicht draus lernen. Ne? Das ist einfach so. Ja, bei den kleinen Drohnenführerschein übrigens, also für den Fall der Fälle, das hatte Paddy, glaube ich, auch gerade erzählt, den machst du an einem Wochenende. Lernst du 2 Tage und dann ist das Ding das durch. ist Machst du wirklich, komplett also- online. Wenn du das auf der Homepage von der LBA gemacht hast, das Üben und Lernen, dann kannst du am selben Tag direkt die Prüfung hinterran machen und dann bist du durch mit dem Thema. Geht ganz problemlos. Wichtig ist nur, wenn ihr euch so eine kleine Drohne kauft, sie hat ein Objektiv, sie hat eine Linse, ihr könnt Bilder machen, ihr müsst euch eine EID holen. Die muss da drauf. Du musst dich anmelden. Übrigens auch hier nochmal zu der Frage von Chris vorhin. Chris hat ja gefragt, ob man einen Drohnenführerschein braucht. Du brauchst theoretisch für die kleinen Drohnen keinen. Du musst sie aber trotzdem registrieren, denn alle Drohnen mit Kamera müssen beim Luftfahrtbundesamt registriert werden. Du brauchst zumindest diese EID, selbst wenn du keinen Führerschein hast. Also mach gleich den kleinen Führerschein. Ist kein Riesenaufwand. Dann hast du die ID auch, die du brauchst. Also Genau. Und vor allen Dingen sieht es auch Ja. besser aus, wenn ihr eine Kontrolle habt und ihr habt zumindest schon mal die kleine Befähigung. Das sieht auch schon mal immer gut aus, dass ihr euch damit beschäftigt. Ne? Haben ist immer besser als brauchen.
Kenne ich Absolut. jemanden, der das sagt, das ganz gerne mal. Genau, Anja schreibt auch nochmal, eine Versicherung braucht ihr auch in jedem Fall. Ja. Na, die kosten aber auch nicht viel. Ach was. 2, 3 Euro im Monat oder so. Ja, Ne? Das also, ist, also Drohnenversicherung ist wirklich, Kann echt auch sein, kein dass Akt. das ja. bei euch in der Haftpflicht mit drin ist. Genau, kann sein, dass es mit drin ist. Ansonsten eine extra Drohnenversicherung. 2, 3, 4 Euro im Monat. Ja. Mehr ist das nicht. Also, Ne? ist nicht schlimm. Und die musst du haben in jedem Fall. Also egal Ja. wie popelig klein deine Drohne ist. Ja, wenn du gegen so ein Containerschiff dengelst und da sind hinterher 3 Container kaputt, die müssen ja bezahlt werden. Das, kannst du das mal demonstrieren, dass du mit der Drohne... Das kann ich leider nicht mehr demonstrieren, weil die ist mittlerweile so weit weg, dass meine Reichweite nicht ausreichend ist für die Fernsteuerung. Also wenn du eine Beule, wenn du es schaffst, eine Beule in das Schiff zu fliegen, dann ja. Ja, such den Container aus. Welchen soll ich denn? Ja. Den grünen oder den roten? Jetzt sag mal, wer hat eigentlich den blauen Container dazwischen gepackt? Hä? Da war auch kein Ästhet am Ja, Werk. du, das ist auch so einer, der die Klorolle falsch rum draufpackt. Ne? Oh, also Klorolle falsch rum ist ja, Oder? auch ein absolutes No-Go. Ne? Guck mal, jetzt geht's los. Die Drehung startet. Ja, und das geht jetzt tatsächlich recht zügig. Also, Das geht so rucki zucki. ja. Wobei man ja sagen muss, heutzutage ist es ja auch gar nicht so einfach, so ein Schiff zu rammen mit diesen ganzen Hinderniserkennungen und so, die die Drohnen alle haben. Ja. Also, Also der Geheimtipp ist Sportmodus, da ist es nämlich alles abgeschaltet. Nee, aber generell sind die Drohnen mittlerweile so gut technisch ausgerüstet, dass, also gefühlt fliegen die von alleine. Die Kunst ist nur, dass es gut aussieht, wenn man was filmt. Das sieht ist aber es. auch gut aus, was du da gerade hast. Ja. Schön. Verkaufst du das eigentlich hinterher an Evergreen oder so? Weil das sieht ja echt gut aus. Aber guck mal, heute drehen sie ziemlich dicht am Wendekreis. Ne? Meistens sind sie ein bisschen weiter draußen auf der Elbe. Weiß nicht, vielleicht müssen sie schnell rein, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass noch ein anderes Schiff anliegt, was jetzt irgendwie da schnell durch will oder so. Aber da ist nicht viel Platz, ne? Ja, ich Also für bin so mir einen sicher, großen- dass das täuscht. Ja, aber also das sieht so aus, als wenn sie gleich die Baumkrone mitnehmen. Ne? Also ja, also die ziehen sie heute wirklich sehr knapp rein. Ja. Also wenn der fertig ist, braucht da keiner mit der Astschere bei, ne? Ja, also das täuscht natürlich, ne? Aber es sieht auch sehr beeindruckend aus. Kann ich dir helfen? Kann ich unterstützen? Also du kannst gerne die große Kamera ein bisschen Ja, drehen und drücken. drehen und drücken, das kriegen wir hin. Ja.
Ja, der Kleine, der lenkt jetzt natürlich auch. Der zieht vorne. Richtung Backbord. So lustig, immer wenn ich die Anzeige, wie viele Abos wir haben bei YouTube einblenden, dann gibt es irgendjemanden, der entfolgt, um zu sehen, ob sich auch was tut an der Anzeige. Ob da einer rumläuft. Also ich glaube nicht, ne? Aber Also jetzt sind die Wände vorne oder hinten auf den Manöverstationen. mal ein bisschen Richtung Back gucken. Hast du hier nicht noch auch eine kleine extra Zoom-Stufe drin? Ja. Aber ich glaube auch, du, wenn ich das so sehe, ich glaube, ich mache auch mein Drohnendiplom. Da habe ich was Eigenes. Ja. Loriot, hab ihm selig, der Herrgott. Ja, und jetzt geht das da rein, ne? Nun geht das darin, ja. Rückwärts. Da vorne wird immer so ein bisschen gegenkorrigiert. Backbord, halbe, ne? Sowas kommt dann da über. Genau. So, jetzt geht es nach vorne. Jetzt geht er auf die andere Seite. Und der ist aber ganz gut am. Der geht ganz. Mal von oben sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ah, okay, cool. Ja, der zieht jetzt mal eben schnell auf die andere Seite rüber, ne? Zack. Na gut, du musst den Koloss ja auch abbremsen. Irgendwie, ne? Ja, Drehung ein bisschen abfangen. Mhm. Auch nur eine ganz kleine Bugnase vorne, ne? Das ist ja wirklich winzig. Rita fragt, ob die Leute von der Evergreen einen Fahrstuhl haben. Ja. Also auf den Containerschiffen, auf den größeren, ist eigentlich überall ein Fahrstuhl. Da ist sie ja, die Wand. Wahnsinn. Das sieht so irre aus.
Dann ist ja noch die Frage, haben die Schlepper irgendwie GPS oder ein anderweitiges Assistenzsystem oder wie koordinieren die sich? Doch nicht nur über Sprache. Doch. Doch. Funk. Ja, Funk heißt das. Also der Lotse koordiniert das Ganze. Ja. Der Lotse auf der Brücke. Bei den großen Schiffen sind es 2. Und das geht alles über Funk. Ja, alles auf Zuruf. Und das klappt sogar richtig gut. Ja, zu weit weg, ne? An der Brücke kann man eigentlich nicht wirklich was Nee, sehen. da kann man nichts sehen. Also wir können also an den großen Fernsehern eventuell schon. Wollt ihr mal gucken, ob ihr einen Lotsen findet? Du, ich sehe da oben was. So. Ja? Ja. Hat sich zwar noch nicht mit seinem Rang vorgestellt, aber ich sehe jemanden. Wolfi möchte wissen, wo ich den Drohnenführerschein gemacht habe. Oh. Wie heißen die denn? Copter-Uni heißen die. Copter-Uni, genau. Sind gut, die sind wirklich gut. Also den kleinen Drohnenführerschein macht ihr direkt beim LBA und die große Klasse, also A2, das ist ja das, was man so handelsüblich braucht, wenn man was Schwereres fliegen möchte oder wenn man sich von gewissen Dingen vielleicht befreien lassen will, dann braucht ihr den A2 und den könnt ihr wunderbar bei der Copter-Uni machen. Also es gibt ja auch viele andere. Ne? Du, ich muss auch sagen, also ich wurde das schon mal gefragt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind. Ich kann nur sagen, ich habe den Hat Schein. funktioniert. Es hat funktioniert Ja. mit den Materialien. War, glaube ich, so in der Preiskategorie 200 Euro, 180, 200, irgendwie so in der. Ja, ich habe gerade bezahlt. Kommt genau In der hin. Kategorie war das ungefähr. Es gibt welche, also du kriegst das schon unter 100 Euro. Ja, aber Ja, aber die machten einfach. Ich habe es gegoogelt, die Webseite sah gut aus. ja, du hast mir das empfohlen. Ja. Ich habe noch den Newsletter bestellt und dann wurde es ein bisschen günstiger. Warum 2 Lotsen ist hier die Frage? Ja, ganz einfach, weil bei den großen Schiffen ist es halt immer einer, der die eigentliche Lotsung durchführt. Der befindet sich dann meistens auch in der Mitte der Brücke und dann gibt es einen zweiten Lotsen, der teilweise halt auch entweder für die Kommunikation zuständig ist oder aber einfach auch noch ein bisschen mitguckt. Ne? Das ist, also die Schiffe, zum Beispiel hier die Evergreen, die ist ja glaube ich 62 Meter breit. Und wenn du in der Mitte stehst als Lotse, dann ist es halt teilweise gar nicht so einfach, genau abschätzen zu können, wo die seitlichen Begrenzungen des Schiffes sind. Und darum haben die halt einfach 2 Lotsen, um einfach nochmal ein paar zusätzliche Augen zu haben. TVPet, ich danke dir für 3 Monate auf Twitch. Danke für die Sub-Verlängerung. Blackbird ist auch neu dabei mit einem Sub. Ich heiße dich herzlich willkommen. Genauso wie Tommy auf der Reeperbahn bei YouTube. Willkommen, ihr Lieben. Wir brauchen mal wieder ein Hörnchen, oder? Ja, hau raus. Ja, jetzt ist sie ja auch von der Kamera verschwunden. Könnte sagen, sie ist weg. Ja, aber wir haben noch. Wobei, ich bin schon habe nur noch 25%. Ich müsste einmal landen und kann dann aber gleich noch mal hoch. Da habe ich jetzt leider eben nicht drauf geachtet. Hätte ich ja vorher schon mal machen können. Paddy. Ja, einmal mit Profis. Ich weiß. Ach, da ist sie ja schon wieder. Guten Tag. Jetzt ist noch eine Rakete, das Ding. Die Louisiana Star darf natürlich in keinem Stream fehlen. Also Nein. bitte. Da Auf ist gar sie, keinen Fall. das blaue Wunder. Aber mittlerweile finde ich sie eigentlich ganz cool.
Also wenn man sie abends fotografiert und sie leuchtet, das Blau ist echt schon ein bisschen krass. Das finde ich tatsächlich etwas schlecht. Das könnten sie dezenter machen, das wäre schön. Aber ansonsten ist es doch eigentlich ein Schiff, was hier in den Hafen gehört. Oh, jetzt muss ich einmal die Fähre abwarten. Ja, ich Dann mache hier geht's so ein weiter. bisschen den Star des Dann Abends geht das weiter in der Luft. in die Luft. Ja. Wobei, die Drohne kann ja auch am Boden filmen, ne? Nett. Ui. Ja. Schön diese Wärme, die hier hinten Ja, rauskommt. ein Träumchen. Der zuckt auch hinten Ja. ganz gut rum da. Was hat er denn? Wieso findet er denn seinen Fokus nicht? Was? Er ist hier so am Rumzupfen. Fokus? Warte mal. Ach nee, das liegt hier, das ist die Abwärme von der Ist Fähre. das echt von Ja, der- ja, das habe ich schon ein paar Alter. Mal gehabt. Ja, ja. Mach den Deshalb Apparat das aus. Ist der, das, Das ist ja irre. entweder sie fokussiert nicht oder das ist quasi die warme Luft, Also die du vor der tatsächlich- Linse hast. Ja, ja. Wow, okay. Also Hitzeflimmern kenne ich ja, aber das habe ich jetzt nicht in dem Zusammenhang erwartet. Ja, künstlerisch, möchte ich sagen. Ja, die Künstlerisch. kann auch nach oben filmen, die Drohne. Könntest du ein bisschen weiter den neigen, dann kommt das One besser raus. Ach, guck mal, ist das schön. Also, Paddy, kann das sein, dass du ein bisschen was mit Filmen machst oder sowas? Du hast, So ein bisschen. hast Blick fürs So ein Detail. bisschen, danke. Ne? Danke. Aber sie wollen wieder nicht wegfahren. Meinst du, gekommen, um zu bleiben? Ja. Ja, aber dann machen wir Laden löschen hier. Da geht gerade ein Container rüber. Das auf die gucken wir auch immer Calista. gerne. Ja, guck mal, läuft Ja. doch hier. Gucken wir immer gerne. Van Carrier, die nehmen jetzt erstmal auf, die fahren da einen weg. So, guck mal, und jetzt nehmen sie gleich einen mit da oben vom Schiff. Der wird gleich, oh, das sieht cool aus, guck mal hier. Ja. Gleich klack, klack und dann, Krass, die warme Luft, ne? ja, Wahnsinn. Ich will die auch haben, wieso denn nur vor der Linse, was soll denn das? Jetzt geht's endlich los. Hat er doch nicht mitgenommen. Aha, okay. So, Lufthansen hebt ab. Kommt auch gleich die nächste Fähre. Aber eigentlich wollte ich ja hier rumfliegen Ja, das und machst du. dass wir zu der Evergreen gucken. So, einmal ganz schnell darüber. Ja, Gucken, was die so treibt. Guck mal, Ich die würd ist schon mal. fast an ihrem Liegeplatz. schau mal an. Ich hau mal den Zoom rein. Da ist sie. Gerade bei der HMM.
Ich würde mal eben mein Zeugs einpacken so ein bisschen. Ja, mach doch mal. Lässt du die Drohne so stehen? Ja, Das stört ja, nicht, ne? genau. Ja, das ist doch cool. Ja, du, ich kann dir verraten, wo man so tolle Gurte bekommt. Ja, aber das war doch auch eine runde Nummer. Ne? Also Ja. ich glaube, bis zur OOCL, die geht erst um 21 Uhr raus. Ich glaube, das machen wir Ja. heute nicht mehr. 1,5 Stunden. Ja. Aber wir hatten, glaube ich, wieder sensationelle Bilder. Du, wir hatten heute Doppeldrohne, ne? Doppeldrohne. Premiere. Der Nordlicht, ich danke dir vielmals. 10 Euro nochmal, danke, danke. Ich glaube, das ist aber hier auch noch ein kleines Foto wert. Das ist immer wieder beeindruckend, ne? Wie die da hinten, wie die dicken Dinger da jetzt so durchzirkeln. Echt beeindruckend. Ja, ich sag vielen Dank für den Strom. Ja, dafür doch nicht, du. Du stell mal erstmal da in die Ja, Ecke. alles klar. Ja. Ulrich ist auch seit 18 Monaten dabei und schreibt, es ist so schön bei euch zu sein. Vielen lieben Dank für 18 Monate. Ich bin sehr glücklich, Mitglied eurer Community zu sein. Ulrich, das ist ganz, ganz lieb von dir. Danke für dieses Lob. Schön, dass du dabei bist. Sehr, sehr schön, ja. Danke, danke für 18 Monate. Ja, die wird jetzt da hinten angelegt. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal auf den Rückweg begeben. Aber auch ein cooles Bild, oder? Ja, das ist richtig cool. Also gerade so mit so ein bisschen Wald im Vordergrund. Vordergrund macht Bild gesund. So ist es. So ist es. Das ist ein cooles Bild. Hast du ein Foto? Geht das? Oder ist das Kann Bild ich dann machen, weg? ja. So. Ja, kannst du umschalten. Der fokussiert dann zwischendurch mal, dann zittert das kurz, aber ansonsten geht das. Ich finde das echt cool. Ja. Tronos, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Also ich Ja. muss noch mal ganz schnell die Spundwand kontrollieren gerade eben. Soll ich dir hinterher fliegen? Du, Aber mach doch mal. ganz ehrlich, wenn ihr das unbedingt sehen wolltet, seid ihr selber schuld. Ne? Mach doch mal. Ich muss das gleich auch noch mal. Möchtest du Martin mal interviewen? Ja, Mikro lassen wir gerne hier. Das ist Das ist eine gute Idee. Ja. So, dann werde ich jetzt mal schauen. Da.
So. Achtung. Well done. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann warten wir auf jeden Fall mal, bis Ben wieder da ist. Und ich glaube, dann machen wir einen Deckel drauf für heute. Denn ich will ja noch ein bisschen auf Geburtstag heute. Der Nordlicht fragt, ob die Beauftragung für den Kalender läuft. Ja, also ich habe mittlerweile jemanden gefunden, beziehungsweise die Druckerei, mit der ich zusammenarbeite, die verschicken auch die Kalender. Die würden das auch übernehmen, dass wir da drucken lassen und die dann auch direkt versenden. Und das wäre wirklich eine ganz, ganz große Hilfe für uns. Ich habe also auch schon ein Angebot eingeholt. Ich habe mit Philipp, unserem Grafiker, gesprochen, dass wir einen Kalender machen wollen. Und ja, also im Großen und Ganzen funktioniert das. Ich habe auch schon Bilder rausgesucht. Ja. Also sieht ganz gut aus, ihr Lieben. Die Flaggen kommen nächste Woche. Da habe ich schon eine Versandmitteilung bekommen. Sag mal, das USB-Kabel. Ach so, das liegt da. Ah, alles klar. Ja, Nee, das verschlage ich nicht. Das ist ein Spezial-USB-Kabel mit. Ja, so wirkte das auch. Ja, das hat irgendwie kann 240 Watt. Oha. Ja. Naja, aber du, das ist auch ordentlich dick, das ist gut abgeschirmt. So, was ist denn hier eigentlich los? Die Kamera hatte gerade kein Bild. Haben wir hier überhaupt noch ein Bild auf der Kamera? Nee, haben wir nicht. Wieso haben wir denn auf der zweiten Kamera jetzt gerade kein Bild? Hä? Was ist denn hier Hat los? das Kabel auch Watt? Na, Was hat das denn? ich gucke gerade, ob hier irgendwas... Moment. Hä? Oder habe ich schon wieder einen HDMI-Adapter durchgebracht? Brennen die einfach durch, oder? Nee, aber die haben meistens, da geht gerne hier mal ein Kabel kaputt. Ich habe schon 2 oder 3 davon verschlissen. Jetzt gerade will die zweite Kamera nicht. Oh. Nix. An ist sie. Probiere sie mal hier auf einem anderen Port zu legen. Vielleicht liegt sie auch da dran. Kann das sein, dass ich da unten irgendwas falsch umgeschaltet habe? Auf deinem Pad? Nee, nee, nee. Okay. Oder? Warte mal, Weil warte. ich hatte Nee. vielleicht vorhin einmal aus Versehen Ach so, warte mal, ja. Ich muss mal eine Sache. die falsche Leiste. Aha. Aha, doch. Ja, Ben war's. Ben hat's kaputt gemacht. Der kann nicht nur fliegen, der kann auch zerstören. Ne? Wo soll er denn hin? Das fängt an zu nieseln hier. Was soll das denn Also eigentlich? ich habe ne? eingepackt. Ja. Ja, Ben hat eingepackt. Ja, war doch eine schöne Runde, oder? Ja, kann man doch machen.
War doch Ich muss mal super. auf die Seite Ja, hier komm. so. Ja. Nee, hat mir richtig gut gefallen. Hat Spaß gemacht vor allem. Hast du Also gut ich fand's gemacht. auch richtig cool. Hast du gut gemacht mit der Fliegerei. War ein schöner Nachmittag. Ja, Auch absolut. mit euch. Also Irgendwas flackert aber an der Kamera, sehe ich gerade. Naja, kann ich mich später drum kümmern. Hauptsache, wir haben jetzt ein Bild. hervorragend. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ne? Also erstmal ein dickes Lob natürlich heute an unsere Moderatoren. Ja. Kirsten Vielen Dank. dabei, Schwester Hansen, Sebastian Kolze, die Stecherts, Remo und Antje natürlich. Also an euch geht heute ein ganz besonderes Lob und ein ganz besonderer Dank raus. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr jetzt so viel Zeit hier auch am Samstag mit uns verbracht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Flugschüler Ben, Dankeschön. ja, das kleine Drohnendiplom, ich glaube, kann sich sehen lassen. Nee, hat Spaß gemacht. War echt cool. Also Absolut. ich fand Doppeldrohnen-Action fand ich auch nicht schlecht. Ja. Einmal zusammen mit Lufthansen am Himmel tanzen. Lufthansen 1 und 2. Also ein Ja. Traum. Nee, also war mir eine Freude und euch hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. So soll es sein. War eine runde Nummer. War ein schöner Samstag. Fand ich auch. Vielen Dank natürlich auch für die Kanalunterstützung, was ihr heute wieder rausgehauen habt. Das war wirklich, also ist so krass, wirklich so krass. Ja, das war schon Na, toll. also oh, jetzt flackert das Bild hier. Die Kamera, die sagt mir gerade, Sie hat keinen Bock mehr. die Kamera sagt, machen wir Schluss hier. Ja, Ne? reicht. Ihr Lieben, es fängt auch an zu nieseln. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Soll ich mal den Schirm holen? Ich muss ja jetzt gleich mal abbauen. Erstmal muss ich hier den Abspann finden.